Also das Ketamin macht ja ein Zeitfenster, in dem die Depression verschwindet, mehr oder weniger stark. Bei ihr war das sehr stark ausgeprägt und in diesem Zeitfenster, wo die Depression weg war, hat die sich aus einer toxischen Partnerschaft getrennt, hat sich einen neuen Job gesucht und dann wurde es zum Selbstläufer. Wir schaffen es, glaube ich, so etwa 90% der Patienten tatsächlich in eine Remission oder zumindest in eine deutliche Besserung zu kriegen. Das ist Dr. Marius Scheib. Er ist Facharzt für Psychosomatik, einer der führenden Experten im Bereich Ketamintherapie überhaupt und jemand, der ziemlich konsequent mit den alten Tabus der Medizin bricht. Erstmal 2 gängige Antidepressiva über einen hinreichend langen Zeitraum in hinreichend hoher Dosis und dann darf man mit Ketamin beginnen. Ich finde, das ist ethisch hochproblematisch. Die gängigen Antidepressiva haben eine Wirkung, die im Durchschnitt etwas oberhalb Placebo liegt. Und sie haben teilweise irreversible Nebenwirkungen. Und dann darf ich ein Verfahren erst anwenden, was, wenn es überhaupt Nebenwirkungen hat, sind die immer nur passagier und nicht dauerhaft. Und warum sollte ich das nicht zuerst ausprobieren? Also ich finde das widersinnig. Im ersten Teil des Podcasts sprechen wir über Psychosomatik und was das wirklich heißt. Aber bleibt auf jeden Fall bis zur zweiten Hälfte dran, denn da gehen wir richtig tief in die Materie der Ketamintherapie rein. Es wird brisant, wir sprechen sehr ehrlich über die deutschen Therapieleitlinien und über unsere eigenen praktischen Erfahrungen mit Ketamin. Wir packen euch natürlich Timestamps in die Beschreibung, damit ihr die richtige Stelle direkt findet. Und wenn du dieses Projekt unterstützen willst, indem wir offen über Therapiewirksamkeit sprechen, dann abonniere diesen Kanal, lass uns eine Bewertung auf Spotify da. Das ist für dich nur 1-2 Klicks, aber hilft uns total dabei, hier der Frage, was wirklich wirkt, auf den Grund zu gehen. Und jetzt starten wir rein in die Folge. Wie würden Sie das so zusammenfassen, wenn jetzt jemand fragt, der Sie nicht so kennt oder Sie lernen jemanden neu kennen, was Sie machen? Was ist das? Gut, ich arbeite im Prinzip in 2 Bereichen. Also das eine ist im Bereich der ärztlichen Fort- und Weiterbildung. Und da ist so der Schwerpunkt psychosomatische Grundversorgung, aber auch Psychotherapie-Weiterbildung und ein paar andere Sachen wie Suchtmedizin und Schmerztherapie habe ich ein bisschen mitgemacht auch. Und dann gibt es so den klinischen Bereich, wo ich halt seit vielen Jahren, insbesondere auf Mallorca, aber auch vorher schon in Frankfurt, intensive Kurztherapien entwickelt habe. Das heißt also, ich schwenke so zwischen 2 Ebenen hin und her. Auf der einen Seite habe ich im Durchschnitt so etwa 16 Mal pro Jahr so ein einwöchiges Seminar psychosomatische Grundversorgung, wo ich halt hauptsächlich jüngeren Kolleginnen und Kollegen vermittle, wie man mit Patienten umgeht, wie man sich selbst auch ein bisschen vor Burnout schützt. Und das ist für viele eine Pflichtfortbildung, aber die sind nach dem Seminar meist sehr motiviert. Also die kommen dorthin, weil sie es machen müssen, weil sie es für einen Facharzt brauchen. Und also für den Facharzt Psychosomatik dann? Nee, für den Facharzt Gynäkologie, Allgemeinmedizin, Kinderheilkunde, Urologie und Schmerztherapie. Okay, und da wird dann in allen möglichen Fachärzten muss man die Basics der Psychosomatik irgendwie einmal gemacht haben. Ja. Und die vermitteln Sie dann. So ist es. Das ist jetzt auch Ihr Hintergrund so, ne? Psychosomatischer. Genau, ich bin Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Und diese Kurse mache ich seit 1995. Inzwischen waren über 20.000 Kollegen bei mir schon auf Mallorca gewesen. Und Wahnsinn. Also die machen Sie immer 16 Mal im Jahr auch auf Mallorca? Oder ist das auch woanders? Meist 12, 13 Mal auf Mallorca, 1-2 Mal in Kreta und 2 Mal in Frankfurt, oder in der Nähe von Frankfurt. Ja. Können Sie, also ich meine, so ein Seminar wird ja relativ intensiv mit Inhalten gefüllt sein, aber wenn Sie mir das jetzt so in Kürze mal so zusammenfassen würden, was ist das, was ich in so einem Psychosomatik-Seminar bei Ihnen ungefähr lerne? Also die meisten Kolleginnen und Kollegen haben ja so eine ziemlich starre Vorstellung. Also erstmal alles Somatische ausschließen und wenn dann irgendwas übrig bleibt, ist das Psycho. Und da zeige ich den ganz anderen Ansatz, nämlich, dass eigentlich es keinen Unterschied gibt und dass die meisten somatischen Beschwerden irgendwo auch was mit psychosozialen Aspekten zu tun haben. Und dass auf der anderen Seite halt auch somatische Erkrankungen psychische Folgen haben. Das heißt also, es geht um so einen ganzheitlichen Ansatz, weil wenn ich jetzt einen Patienten habe, dem ich sage,
naja, du hast Bauchschmerzen, ich untersuche jetzt erstmal alle Bauchschmerzen durch und mache jetzt einen Ultraschall, mache eine Magenspiegelung, mache alles Mögliche. Und dann sage ich, hast Glück, du bist somatisch vollkommen gesund, das ist psychisch. Dann geht er natürlich nicht zum Psychotherapeuten, sondern der geht zum nächsten Internisten, der doch mal neu durchuntersucht. Ja? Ja. Und das versuche ich zu vermitteln halt eben, dass das parallel geht. Also parallel lernen die Kolleginnen und Kollegen, gut, ich muss nach Möglichkeit schon beim Erstkontakt auch so psychosoziale Aspekte mit einbringen, den Patienten auch klar machen, ich interessiere mich für dich, ich interessiere mich nicht nur für deinen Bauch. Also eine, menschenbezogene Medizin. Und da müssen die lernen ein bisschen was über Neurosenlehre, Entwicklungspsychologie, psychosomatische Krankheitslehre und natürlich auch über Therapieverfahren, also über Gesprächstechnik, wie spreche ich mit denen, wie kann ich in kritischen Situationen mit denen umgehen, wie gehe ich um, wenn Patienten suizidal werden. Ja? Und in diesem Kontext lernen die natürlich auch ein bisschen was, also was gibt es für neuere Verfahren, wie kann man halt eben auch bestimmte Erkrankungen, meinetwegen Depressionen, Suchterkrankungen, wie kann man die halt eben auch zum Beispiel mit Ketamin, mit Magnetstimulation oder sowas behandeln. Ach, das heißt, so diese Themen werden dann schon auch da angeteasert. Die werden angesprochen, die werden natürlich nicht vertieft. Ja? Also es wird gezeigt, okay, das geht. Ich zeige da auch ein paar Videos, ja, was kann man damit erreichen. Und wer dann Interesse hat, kann dann weitermachen und kann das irgendwann erst machen. Ist ja auch, also da ist das Ketamin ja ein gutes Beispiel, weil es ja sowohl in der somatischen Medizin einen Stellenwert hat, als auch in der inzwischen ja schon länger in der psychischen Medizin. So ist es. Aber Sie haben gerade eine Sache gesagt, nämlich, also es gibt dann, wenn die Leute dann zum Arzt gehen und er sagt, ich habe jetzt alles Körperliche abgeklärt, okay, da muss ja psychisch sein, dann sagen viele Patienten erstmal, ja, also ich spüre doch was Körperliches, ich gehe jetzt zum nächsten. Also das ist diese sozusagen auf der einen Seite die Sichtweise, dass man das Psychische so ein bisschen abtut oder dass man vielleicht nicht glauben mag, dass das sich in echten körperlichen Symptomen überhaupt äußern kann oder dass das so als was Komisches, vielleicht Unwissenschaftliches sogar manchmal abgetan wird. Ich würde sagen, das ist so vielleicht die eine Kante. Und was ich aber teilweise auch erlebe, ist so die andere Ecke, die dann so vielleicht auch eher ein bisschen so in so einem spirituellen Coaching unterwegs ist, dass man irgendwie sagt, jedes körperliche Symptom ist irgendwie Ausdruck der Seele oder weiß ich nicht, wenn ich dann Ohrenschmerzen habe, dann ist das sowas wie, ich kann es einfach nicht mehr hören, was mir jedes Mal immer gesagt wird. Also begegnet Ihnen auch diese etwas krassere Sichtweise darauf? Eher von bestimmten Patienten, seltener von Ärzten. Ja, die sind eher vielleicht auf der anderen Kante dann, ne? Ich meine, man kann das Modell in beide Seiten überstrapazieren. Und natürlich gibt es sogenannte Konversionsstörungen, wo tatsächlich ein körperliches Symptom Ausdruck eines seelischen Konfliktes ist. Ja, das kann alles Mögliche sein. Das kann sein von Ohrenschmerzen über plötzliches Erblinden oder Taubsein bis zu Lähmungen. Ja, also da gibt's alles Mögliche. Aber man kann jetzt nicht sagen, jede Lähmung ist ein Ausdruck dafür, dass ich nicht mehr laufen will. Ja. Aber wenn es das gibt, also erleben Sie das auch sozusagen in Ihrer Praxis, in Ihrer Tätigkeit, dass dann, wie würde man da vorgehen? Also jemand geht zum Arzt mit den Ohrenschmerzen. Ja. Was wäre dann so ein Weg, wie man das rausfinden kann, ob das jetzt eine psychische Ursache sein könnte? Also zunächst mal würde ich jemand mit Ohrenschmerzen vom Hals-Nasen-Ohrenarzt untersuchen lassen. Ja, also ich habe nicht das Instrumentarium, um das alles zu untersuchen. Aber ich würde natürlich jetzt unabhängig davon, was es für ein Symptom ist, mich erstmal für den Patienten interessieren. Was ist das für jemand? In welchem Kontext ist denn die Symptomatik aufgetreten? Ja, und woran hindert die Symptomatik möglicherweise auch? Und wenn jetzt jemand sagt, okay, also ich habe seit gestern Ohrenschmerzen und morgen habe ich irgendeinen Termin, wo ich wirklich ganz wichtig irgendwelche Sachen mir anhören muss, ja. Und da kann man natürlich überlegen, warum hat er die unbedingt jetzt heute bekommen? Ich würde dann aber trotzdem mal reinschauen lassen. Und auch da ist ja der Übergang zwischen dem in Anführungsstrichen psychischen und somatischen sehr gering, weil unser Immunsystem wirkt sich natürlich darauf aus, ob bestimmte Bakterien oder Viren
zu einer Entzündung führen können oder ob die abgewehrt werden. Das heißt also, klassischerweise kann das Immunsystem dazu führen, dass ich eine virale oder bakterielle Infektion bekomme in einer bestimmten Situation. Gibt es ein schönes Beispiel. Und zwar, wenn ich mit meinen Ärztegruppen beginne, frage ich meist Virusinfektionen, zum Beispiel Rhinoviren. Da hat man Halsschmerzen, die Nase läuft, die Ohren tun vielleicht auch ein bisschen weh, hat vielleicht ein bisschen Fieber. Und dann frage ich, wann haben Sie denn zum letzten Mal einen solchen Infekt gehabt? Und war das jetzt in der Arbeitszeit oder war es in der Freizeit? Fast alle Ärzte haben das in der Freizeit. Würde ich das Gleiche eine Gruppe von Lehrern fragen, wäre es anders. Okay, warum? Weil Ärzte lernen in ihrer Ausbildung, schon in der Uni, später in der Facharztausbildung, sie dürfen nicht schlapp machen. Sie müssen weitermachen. Und das führt dann dazu, dass wir autosuggestiv unser Immunsystem so hoch pushen, das kann man messen sogar, dass wir dann tatsächlich es schaffen, eine relativ hohe Viruslast abzukriegen, ohne krank zu werden. Und wenn wir dann ein paar Tage frei haben, dann nimmt sich das Immunsystem auch frei und dann werden wir krank. Ja. Das heißt also, zu diesen Ohrenschmerzen kann es durchaus ein somatisches Korrelat geben, ein Virusinfekt, der aber getriggert wird durch psychosoziale Auslöser. Also auch da gibt es ja dann relativ extreme Positionen, die irgendwie sagen, ja, wenn du krank wirst, wenn du erkältet bist, das ist halt, weil du dich seelisch nicht genug um dich gekümmert hast. Und ich meine, wie Sie das jetzt erzählen, kann man ja auch aus einer ziemlich wissenschaftlichen, evidenzbasierten Sicht drauf gucken und sagen, da ist ein wahrer Kern dran. Ja. Das hat einen Aspekt, weil ich meine, wenn ich jetzt Arzt bin und mir mein Leben lang gesagt wird, nee, du darfst auf gar keinen Fall krank werden und eigentlich würde ich in einer normalen Situation jetzt krank werden, dann habe ich mich ja, dann stimmt es ja wirklich. Ich habe mich nicht um mich sozusagen gekümmert, ich habe mich aufgeopfert für meine Patienten oder für den Arbeitgeber oder so. Das ist so ein Aspekt, aber man darf es halt eben nicht überstrapazieren, weil wenn Sie eine ausreichend hohe Dosis Viren einatmen, dann können Sie sich nicht dagegen wehren und dann werden Sie auch krank. Ja? Also das hat man ja gesehen bei der Pandemie, ja, das war halt eben ein sehr aggressives Virus, ja, und natürlich gab es auch dabei Kollegen, die ohne Impfung eine Zeit lang das durchgehalten haben und die haben sicherlich auch ein paar Viren abgekriegt, aber grundsätzlich war dieses Virus so stark oder auch so pathologisch, dass da ganz viele dran gestorben sind. Also ich bin ja häufiger in Südamerika und ich habe vor kurzem mal dort in Lima die Ärztekammer gesehen. Das ist ein sehr großes Grundstück. Und da geht ein Zaun um das ganze Gelände rum. Und dieser Zaun hängt voll mit Bildern von Ärzten, die während der Pandemie gestorben sind an dem Virus. Würden Sie sagen, da gibt es einen Zusammenhang auch zu diesem nicht krank werden dürfen, dass dies dann in dem Fall irgendwie so intensiv abkriegen, weil sie sich vielleicht auch total überlastet haben? Es war dort ganz banal, es gab keine Schutzmöglichkeiten. Und weil natürlich so viele Menschen schwer krank waren, sind die dann halt trotzdem hingegangen und haben versucht zu helfen, um den Preis dann selbst krank zu werden. Auch da ist es ja so gewesen bei den Infektionen. Leute waren dann teilweise infiziert, aber die einen haben dann halt davon, bei den anderen hat es einen leichten Verlauf, die anderen einen schweren Verlauf. Auch da würden Sie auch sagen, Psyche ein Faktor? Gibt es, ja. Die Frage ist immer nur, wie groß ist dieser Faktor? Und das ist ja diese Zweigleisigkeit. Also ich sage ja nicht, das ist alles psychisch oder das ist alles somatisch, sondern ich schaue, okay, wir haben auf der einen Seite, wir haben Viren, wir haben das Immunsystem, auf der anderen Seite haben wir unser Gehirn, wir haben dort wir haben unsere Stressachse, mit der wir halt eben auch das Immunsystem zum Teil triggern oder stabilisieren oder destabilisieren. Das ist eine Sache, die ganz früh in der Kindheit schon entsteht und
da gibt es so viele Faktoren, die zueinander spielen. Und deshalb kann man unmöglich sagen, das ist rein somatisch oder das ist rein psychisch. Ja, voll. Ich hatte mal einen Podcast-Gast hier, der Dr. Käferstein heißt der hat das so erklärt, es gibt 3 egoistische Systeme, das Immunsystem, das Nervensystem, das metabolische System. Und wenn ich jetzt krank bin, dann liegt in mindestens einem System irgendein Problem. Und alle ziehen Energie und wenn jemand sozusagen chronisch gestresst ist, weil, weiß ich nicht, vielleicht Traumafolgeerscheinung oder sonst was oder einfach die ganze Zeit hohe Belastung oder so, dann ist das Nervensystem, zieht die ganze Zeit schon Energie, dann kann das Immunsystem schon mal hat ein bisschen weniger Kapazität. Oder jemand ernährt sich für seinen Körpertyp extrem ungünstig, dann macht das metabolische System, zieht sehr viel Energie weg. Also das war zumindest in dem Moment, scheint mir das erstmal einigermaßen plausibel. So. Also das kann man sicherlich so sehen. Es gibt da ja jede Menge Blickwinkel. Also man schaut von verschiedenen Seiten auf ein System drauf und sieht von jeder Seite ein bisschen anders aus. Aber es beschreibt eigentlich alles das Gleiche, nur aus verschiedenen Blickwinkeln mit verschiedenem Vokabular vielleicht auch. Was ich dabei ganz wichtig finde, ist zum Beispiel, was man sehen kann, ist unsere Stressachse, also Hypothalamus, Hypophyse, Nebenniere. Ja, das ist etwas, das wird ganz früh bereits im ersten Lebensjahr, also angelegt ist es vorher schon. Die Frage ist nur, werden diese Gene, die dafür zuständig sind, aktiviert? Und die Aktivierung dieser Gene durch Startergene, die hängen ganz stark davon ab, wie die Kinder im ersten Lebensjahr versorgt werden. Also Bemutterung oder Bevaterung oder was auch immer, ja. Gibt es Tierexperimente, also wenn man zum Beispiel die Kinder von Ratten, die eine Hälfte der Rattenmütter bekommt so einen Teil um den Kopf, dass die nicht lecken können, die andere Hälfte kann lecken. Milch bekommen alle Kinder, aber die einen werden viel geleckt, die anderen werden wenig geleckt. Und wenn man diese Ratten, wenn die erwachsen sind, einem Stresstest unterzieht, dann sind die viel geleckt wurden, sehr viel stressresistenter, also die haben eine höhere Resilienz als die nicht geleckt wurden. Und das findet man wieder bei vielen Menschen, die zum Beispiel in der DDR in sogenannten Wochenkrippen waren. Die sind also im Alter von wenigen Wochen oder Monaten wurden die montags morgens in dieser Wochenkrippe abgegeben von den Eltern und freitags nachmittags abgeholt wieder. Die wurden die gesamte Zeit fremd betreut. Und natürlich waren die meisten dieser Erzieherinnen und Erzieher jetzt nicht so engagiert und liebevoll wie die eigenen Eltern. Und dieses Defizit führte dazu, dass die meisten von denen hinterher eine höhere Wahrscheinlichkeit hatten, depressiv zu werden, Angststörungen zu entwickeln, Störungen des Immunsystems und chronische Schmerzen. Würden Sie sagen, das ist ja jetzt sozusagen wie die Prägung und auch gerade die frühkindliche Prägung, da kann man ja, wenn man will, auch noch früher ansetzen über die Schwangerschaft etc. Epigenetisch wird in der Schwangerschaft bereits gemacht, ja. Ja. Was würden Sie so sagen? Also ich habe immer so das Gefühl, wenn man sich jetzt ganz nüchtern, lehrbuchmäßig, medizinisch drauf guckt, dann wird es immer so ein bisschen fast schon so 50-50 dargestellt. Hälfte des Einflusses auf zum Beispiel eine Depression sind wie genetisch und die anderen sind dann so andere Faktoren wie vielleicht Prägung, psychosoziale Sachen und irgendwie Ernährung, Umweltsachen. Wenn Sie jetzt so beschreiben, dass solche Sachen, ne, zum Beispiel, wie man am Anfang, die Mutterschaft, die Vaterschaft, die Bindung, wie stark dieser Zusammenhang ist und sich dann über Jahre entwickeln kann. Wie sehen Sie da so das Verhältnis Ihrer Erfahrung nach, auch wenn Sie an die Patienten denken, die dann mit einer Depression zum Beispiel kommen, wie stark ist die Bedeutung dieser Prägung? Kann man gar nicht so genau sagen, weil es sind ja Faktoren, die sich nicht voneinander abgrenzen lassen. Zum Beispiel, ganz banales Beispiel, die Hautfarbe hat eigentlich überhaupt nichts mit Resilienz zu tun. Aber in Abhängigkeit davon, in welcher Umgebung ein Mensch mit welcher Hautfarbe aufwächst, macht er unterschiedliche soziale Erfahrungen.
und wird eher ausgegrenzt oder gehört dazu. Und das ist eigentlich also ein genetisches Merkmal, was in einer bestimmten Gesellschaft eine bestimmte Zuschreibung bekommt und deshalb macht er bestimmte psychosoziale Erfahrungen. Ja. Und deshalb kann man das unheimlich schwer abgrenzen, wie viel Prozent Genetik oder Epigenetik und Erleben ist. Ja, ich bin bei Ihnen, dass man das in der Praxis nicht getrennt bekommt. Ne? Ja. Also auch genauso, wie wenn man jetzt halt sagt, Genetik, Depression wird, weiß ich nicht, 30-50% vererbt, kann man sagen, ja, okay, das wird vererbt. Aber mit diesen Eltern, die dir das vererbt haben, hast du halt auch in der frühen Kindheit zusammengelebt. So. Ja. Aber mich würde so interessieren, wie so vielleicht die Erfahrungseinschätzung. In dem Beispiel, was Sie gerade gesagt haben, ist ja eigentlich vermeintlich ein genetischer Faktor beteiligt. In der Praxis geht es aber darum, was die Person erlebt hat. Ja. Würden Sie das so sehen, dass das, was an Erfahrungen seit, weiß ich nicht, schon in der Schwangerschaft beginnt, übers Leben gemacht worden ist, dass das vielleicht sogar der Hauptfaktor für die psychische Entwicklung so ist? Also kann ich nicht sagen. Also es ist ja beim einen Menschen mehr, beim anderen Menschen weniger. Und wenn man dann bestimmte Menschen fragt, so nach dem, was sie aus ihrer Kindheitsgeschichte wissen, findet man eine lose Korrelation. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sind schwerst depressiv und die haben offenbar eine vollkommen normale Kindheit gehabt. Vielleicht willst du gerade einfach nur einen Podcast anschauen. Aber vielleicht willst du auch ein paar der Sachen, die wir hier besprechen, auf dein eigenes Leben anwenden. Wenn du daran interessiert bist, kannst du dich bei uns kostenlos für ein Erstgespräch eintragen und erstmal ganz unverbindlich über deine Situation sprechen. Wir sind New Healthcare, ein Zusammenschluss aus verschiedenen Therapeuten, Ärzten und Coaches, die sich gemeinsam der Mission gewidmet haben, Ansätze zu entwickeln, die wirklich wirken. Wir arbeiten mit Ketamintherapie, aber auch ohne Substanzen, mit zum Beispiel Hypnose. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung und jetzt weiter mit dem Podcast. Auf der anderen Seite, es gibt andere, wo ich habe einmal, eine der seltenen Möglichkeiten, wo ich tatsächlich eine Patientin, die wegen einer Borderline-Pathologie bei uns war, die sagte, sie sei von ihrer Mutter nicht geliebt worden. Die habe sie nie in den Arm genommen, die habe sie nie geküsst, die habe ihr immer nur teure Kleidchen gekauft. Und die sagte, ihre Mutter macht auch gerade eine Psychotherapie und die würde gern mal mit mir reden. Und dann sagte die Mutter tatsächlich am Telefon, ja, also ihre Tochter habe recht, sie wollte dieses Kind nicht und sie habe sich vor dem Kind geekelt. Und deshalb haben sie die immer auf Distanz gehalten. Und rausgekommen ist eine schwere Persönlichkeitsstörung. Ja? Aber das ist nicht zwingend. Mhm. Es gibt auch Menschen, die meinetwegen genetisch so stabil sind, dass sie ziemlich viel abkönnen. Ja, und es gibt andere, die sind eher instabil und obwohl man von außen sowas nicht sieht, werden die trotzdem krank. Es spielt aber ehrlich gesagt für meine Arbeit keine große Rolle, weil ich muss nicht sagen, der Part ist genetisch, der Part ist jetzt anerzogen oder erworben. Es geht darum, wie kann ich in dieses System reinkommen und wie kann ich intervenieren, so dass es für den Patienten hilfreich ist. Das ist für mich erstmal die Hauptaufgabe dabei. Ja, ich würde auch vermuten, dass ich da einen etwas verzerrten Blick drauf haben könnte, weil die Menschen, mit denen ich arbeite und die so zu mir kommen, das ist also im Rahmen der Begleitung von Ketamintherapien, das sind eigentlich wirklich in 100% der Fälle steckt hinter dem psychischen Leid immer eine Geschichte in der Prägung, was Kindheit, Erlebnisse und so angeht. Und das ist sozusagen dann auch irgendwie die Implikation für die Art und Weise, wie man damit umgeht oder daran arbeitet, weil dann hat man möglicherweise unverarbeitete Erlebnisse oder niemals adressierte Bedürfnisse, niemals ausgelebte Anteile. Und das ist dann irgendwie das, was auch in dem Weg der Behandlung eine große Rolle spielt. Ja. Und wenn man das sozusagen, also deswegen habe ich gerade so gefragt, weil ich dachte, also ich habe immer so den Eindruck, wenn man jetzt die Genetik vorab schon zu stark in den Vordergrund stellt, nimmt man sich vielleicht auch die Möglichkeit, diesem Teil sehr viel Raum zu geben, der vielleicht sonst nicht so viel Raum bekommt. Ne? Also, weil Sie haben jetzt gerade zum Beispiel gesagt, Sie würden immer sich für den Patienten interessieren, immer für die Story interessieren. Und da habe ich mich direkt so gefragt, okay, ist das denn im Rahmen
wenn die Ärzte, die dann auch bei Ihnen in der Ausbildung sind, später arbeiten, im Rahmen der Rahmenbedingungen, wo irgendwie ein Gespräch durchschnittlich 7 Minuten dauert oder so, ist das denn immer möglich und fällt nicht vielleicht manchmal oder sogar sehr oft diese persönliche und Prägung und diese Komponente total unter den Tisch? Sicher. Also das Problem ist ja, also man könnte sehr viel machen, aber die Rahmenbedingungen dafür sind schlecht. Also man muss ja nicht mit jedem Patienten sehr lange reden. Ja, Psychosomatik kann ja eine sehr zeitsparende Geschichte sein. Also so ein Phänomen, was man ja ganz oft sieht, gerade in der Hausarztpraxis. Da kommen Patienten jede Woche mit irgendeinem Blödsinn. Die sind nicht richtig krank, aber die kommen jede Woche und klagen über das eine oder das andere. Und die Ärzte versuchen immer schnell wieder rauszukriegen. Wenn es jetzt gelänge, einmal sich mehr Zeit zu nehmen und zu verstehen, was will der denn wirklich? Und dann kommt er nicht mehr so oft und dann kann man darüber Zeit sparen. Ja, aber es geht immer darum, mehr oder weniger, es kommt je nach Krankheitsbild, je nach Symptomatik, je nach Patient, aber sich für den Menschen auch zu interessieren. Und wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel untersuche in der Hausarztpraxis und ich taste dem den Bauch ab, da kann ich dabei auch fragen, was machen Sie eigentlich beruflich? Ja? Und haben Sie Kinder und wie geht's denen? Das sind ja scheinbar banale Fragen, aber die sind wichtig. Selbst wenn der Patient in dem Moment nichts dazu sagt, das nächste Mal sagt er vielleicht, ja, letztes Mal haben Sie mich auf die Kinder angesprochen und das stimmt ja wirklich. Also die sind gerade in der Pubertät, das ist schon ziemlich stressig zu Hause. Ja, also Signale geben, also nicht nur Fragen, sondern auch Signale geben und das kostet nicht viel Zeit. Ja. Und wenn man dann merkt, oh, da ist aber richtig ein Problem, dann kann man darauf nochmal einsteigen vielleicht. Kann sagen, Mensch, kommen Sie noch vorbei zum anderen Termin, nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit. Und aber das gibt unser System nicht her. Also ein ganz krasses Beispiel dafür, das teuerste Krankheitsbild in Deutschland sind Rückenschmerzen. Rückenschmerzen sind teurer als Krebserkrankungen, als Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einfach nur banale Rückenschmerzen. Und das kommt daher, weil die Patienten, wenn sie ihren Job nicht mögen, wenig Wertschätzung bekommen am Arbeitsplatz und sie stehen morgens auf und haben Rückenschmerzen, gehen zum Hausarzt, lassen sich krank schreiben. Dann wird die Krankschreibung verlängert. Aber ganz kurz, ja? Wo sehen Sie dann den Grund, warum die Rückenschmerzen entstehen? Also die kriegen wenig Wertschätzung? Jeder Mensch hat Rückenschmerzen. Okay. Früher oder später im Leben. Das ist der Preis des aufrechten Gangs. Ja? Rückenschmerzen sind normal. Auch Bandscheibenvorfälle sind normal. Also jeder, der über 40, 45 ist, hat irgendwo eine kleine Bandscheibenprotrusion. Aber es muss ja nicht alles wehtun. Okay, also das heißt, dann würde ich ja sozusagen, da wäre ja das Ergebnis, ich muss gar nicht die Rückenschmerzen zu 100% wegkriegen oder irgendwie mich so irgendwie Prävention machen, damit die gar nicht erst entstehen, sondern ich akzeptiere die Rückenschmerzen erstmal als einen normalen Teil des Lebens. Also, wenn ich mal kurz zu Ende. Okay, sorry. Ich bin für die ganze Zeit voll reingegrätscht. Machen Sie erstmal. Also, weil interessanterweise spielt die in anderen Gesundheitssystemen überhaupt keine Rolle. In Deutschland, und ich werte jetzt nicht das Gesundheitssystem, ich sage nur einfach, wie es ist. Der Patient hat Rückenschmerzen, geht zum Arzt, wird krankgeschrieben. Wenn er seinen Job nicht mag, ist das für ihn eine Belohnung. Ich muss nicht zu dieser blöden Arbeit hin. Dann wird die Krankschreibung verlängert, weil der sich die ganze Zeit schont. Der bleibt im Bett liegen. Und davon werden die Rückenschmerzen nicht besser. Dann wird er irgendwann zum Orthopäden geschickt, der veranlasst eine Bildgebung. Dann zeigt der nette Radiologe ihm, schauen Sie, das ist Ihr Bandscheibenvorfall. Und jetzt visualisiert der den Bandscheibenvorfall und in dem Moment, wo ich den visualisiere, chronifiziert das. Und das führt dann bei vielen dazu, dass die ganz lange arbeitsunfähig sind. Manche werden dann operiert, nach der Operation wird es nicht besser, wenn die keine neurologischen Ausfälle vorher hatten. Und deshalb ist das Krankheitsbild bei uns so teuer. In Peru würde es so aussehen, der wird nach dem Tagelohnprinzip bezahlt. Dann
sagt er morgens, okay, ich habe Rückenschmerzen. Wenn ich zu Hause bleibe, kriege ich kein Geld. Wenn ich kein Geld habe, kann ich mir nichts zum Essen kaufen. Was ist lieber? Was ist mir lieber? Schmerz oder Hunger? Ich nehme den Schmerz. Da kauft er sich eine Tablette Ibuprofen, geht arbeiten, sagt seinen Kumpels, Leute, ich kann so nicht schwere Sachen kann ich nicht heben, ich habe heute Rückenschmerzen, sind die solidarisch. Und dann sind die Rückenschmerzen nach relativ kurzer Zeit weg und spielen im Gesundheitssystem überhaupt keine Rolle. Es gibt eine schöne Studie aus Schweden von Herrn Indahl, die heißt etwas provokativ, gute Prognose bei Rückenschmerzen, wenn man sie in Ruhe lässt. Und er hat dabei herausgefunden, dass insgesamt 2 Stunden Zuhören und Beraten die geringsten Kosten verursachen. Wenn das aber ein Orthopäde in Deutschland machen würde, wäre er pleite, weil es wird nicht bezahlt. Ja. Also meinen Sie, dass der Grund ist, weil man den ganzen Kram dann weglässt, der normalerweise gemacht wird, oder weil diese 2 Stunden Zuhören vielleicht auch einen Effekt für sich haben? Natürlich, also wenn man Patienten zuhört, wenn die auch zum Beispiel klagen über die Schwierigkeiten an ihrem Arbeitsplatz, über fehlende Wertschätzung, über die Arbeitsbedingungen. Und es gibt ja wirklich Menschen, die machen Arbeiten, die möchte keiner machen. Ja, die machen sie nur deshalb, damit sie Geld kriegen. Und ich meine, warum gibt es bei Ärzten so wenig Rückenschmerzen? Auch Ärzte haben natürlich Rückenschmerzen. Aber wenn ich morgens aufstehe und Rückenschmerzen habe, mehr? Ja, nee, ich gehe zur Arbeit, ganz normal. Ich nehme eine Tablette, gehe zur Arbeit. Und wenn ich mich bewege dann und nicht im Bett liegen bleibe, dann gehen die auch schneller weg. Ja. Natürlich gibt es auch bei Ärzten relevante Bandscheibenvorfälle mit neurologischen Ausfällen, die dann auch entsprechend behandelt werden müssen. Aber die meisten Rückenschmerzen sind so, dass man sie eigentlich gar nicht behandeln muss. Man nimmt ein paar Tage eine Tablette, bewegt sich ordentlich und dann geht's wieder weg. Das ist aber nur so ein Beispiel. Und deshalb jedes Gesundheitssystem fördert oder behindert bestimmte Erkrankungen. Und deshalb finden Sie halt eben auch in verschiedenen Gesundheitssystemen unterschiedliche Häufungen von Erkrankungen. Also zum Beispiel gibt es in Deutschland sehr viel mehr Koronarstenosen als in Frankreich. Okay, warum ist das? Weil Koronarangiographien in Deutschland besser bezahlt werden. Und wenn mehr untersucht wird, wird auch mehr gefunden. Okay. Ja. Es wirkt sich aber nicht auf die Sterblichkeit aus. Ja, auch spannend. Ich meine, das ist ja auch, Sie sagten jetzt, für einen niedergelassenen Arzt oder Ärztin ist das dann, wäre es ja eigentlich ganz gut, wenn man sich am Anfang ein bisschen mehr Zeit nehmen würde, ein bisschen mehr zuhören würde, dann versteht man vielleicht auch die Zusammenhänge besser. Plus, es hat allein das Zuhören an sich ist ja auch schon ein Effekt. Ja. So. Und dann würde man sich nach hinten raus was sparen, weil dann kommt der seltener und so. Aber für mich als niedergelassener Arzt ist das ja auch gar nicht unbedingt der Anreiz, weil wenn der einmal im Quartal kommt, ist ja für mich erstmal ganz gut. Und wenn ich nur 5 Minuten gebraucht habe für den, ist ja auch gut. Das heißt, da sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen. Ne? Ja, aber diese Patienten kommen ja nicht einmal im Quartal, die kommen jede Woche. Das ist das Problem. Und die bringen kein Geld. Okay, die kosten nur Zeit. Diese Patienten, die so wirklich dann Rückenschmerzen intensiv und so. Die kommen ständig. Okay. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Also wir arbeiten, und das gilt für alle Gesundheitssysteme weltweit. Man arbeitet immer mit begrenzten Ressourcen, die sind in jedem Land anders begrenzt. Und bei uns wird leider die sprechende Medizin nicht so gut bezahlt. Psychotherapie wurde jetzt abgewertet sogar. Ja? Und weil Sie müssen sich mal überlegen, die ärztliche Gebührenordnung, die GOE, als ich begonnen habe mit meiner Praxis, das war Mitte der 80er Jahre. Das war noch in Deutschland? In Deutschland, ja. Mitte der 80er Jahre gab es für die Psychotherapiestunde bei einem 2,3-fachen Steigerungssatz in der GOE 92,50 €. Das wurde dann, da gab es keine Euro, es gab 180 D-Mark, glaube ich, genau. Wow, okay. Für 50 Minuten Therapie. Ja. Heute gibt es 92,50 €, das ist praktisch das Gleiche. Das ist Wahnsinn. Und das ist, es ist exakt gleich geblieben, seit Mitte der 80er Jahre. Und jetzt wurde es sogar, das ist ja, wenn man Inflation dagegen hält, ist es weniger geworden. Natürlich, es ist sehr viel weniger geworden, weil die Mieten sind gestiegen,
sämtliche Kosten sind gestiegen, wenn sie Personal haben, die Personalkosten sind gestiegen, die Lebenshaltungskosten sind gestiegen. Also das ist heftig. Und das ist heftig. Und ich kenne keine Berufsgruppe, bei der es wirklich sowas gegeben hat, dass die Gebühren seit Mitte der 80er Jahre gleich geblieben sind. Ja. Und nun kann man sagen, okay, Ärzte haben damals auch ziemlich gut verdient. Stimmt. Aber heute verdienen sie nicht mehr so gut. Ja. Also es war ja tatsächlich mal drüber, glaube ich, und ist jetzt wieder runtergegangen. Also ich glaube, es war schon über 100 Euro pro ja, 50 also Minuten. Man muss ja unterscheiden, die GOÄ, das ist die Privatgebührenordnung, dann gibt's halt eben noch EBM, das ist die kassenärztliche Gebührenordnung, und da war es deutlich über 100, da ist es jetzt wieder abgewertet worden, ja, und das ist eine Katastrophe. Ich fände es ganz spannend. Sie hatten jetzt so ein bisschen also in den 80ern haben Sie angefangen und ich fände es total interessant, gleich so drüber zu reden, was Sie heute alles so machen, auch in der Klinik auf Mallorca und so. Ja. Aber vielleicht können wir so einen kleinen Weg noch mal gerade zwischenschieben. Sie haben gestartet, erste eigene Praxis, 80er Jahre. Ja, in Frankfurt. Psychosomatische, psychotherapeutische Praxis. Damals erst Hausarztpraxis. Ich hatte aber schon eine Psychotherapieausbildung. Und habe versucht, so Hausarztmedizin mit Psychotherapie zu verbinden. Hat Spaß gemacht, war wirtschaftlich ein Desaster, weil wir im Vergleich zur Fachgruppe zu viel Beratungsleistungen hatten. Das wurde dann gekürzt, ja, und dann bin ich ausgestiegen. Habe dann, ich glaube, seit 89 dann nur noch als ärztlicher Psychotherapeut in Frankfurt gearbeitet. Habe dann nebenbei, weil ich schon immer ziemlich neugierig war und auch gerne verreist bin, habe dann viele Jahre in Sri Lanka mit dortigen Psychiatern zusammen Seminare zur transkulturellen Psychosomatik veranstaltet. Spannend. Ja, wollen Sie da kurz was zu sagen? Was verbirgt sich dahinter? Naja, transkulturelle Psychosomatik, jede Kultur hat ihre eigenen Ausdrucksformen von Krankheit. Also in Sri Lanka zum Beispiel gibt es die Besessenheit, ja, wenn man von einem bösen Dämon in Besitz genommen wurde. Und das wird dann auch entsprechend behandelt, ja. Und da gibt es Rituale, mit denen das gemacht wird. Und das finde ich sehr spannend, weil diese Rituale natürlich unterschiedliche Aspekte beinhalten, die wir auch in modernen Psychotherapien haben. Also das Tawil-Ritual zum Beispiel, das muss immer im Kreis des Dorfes und der Familie gemacht werden, also systemisch. Dann werden da Dämonen vorgetanzt, auf die der Patient, der in Trance ist, reagieren muss. Das heißt also Trance, also Hypnotherapie, Vortanzen, im Prinzip Psychodrama. Aufstellungsarbeit, Tanzen und an sich ja auch schon Effekte. Und das sind ganz spannende Sachen, wenn man sozusagen solche Rituale sich mal anschaut mit den Blickwinkeln der westlichen Medizin. Ja. Und da habe ich halt eben jedes Jahr so ein Seminar gemacht dort und das war ganz spannend und wurde dann aber zu gefährlich wegen des Bürgerkrieges. Und dann bei meinem letzten Besuch in Sri Lanka habe ich, glaube ich, auf dem Rückweg so um die 15 Leichen neben der Straße liegen sehen, ja. Und dann bin ich auf die andere Seite der Welt gegangen, habe dann wissenschaftlich zur Psychoanalysegeschichte in Südamerika gearbeitet und und dann bin ich also Studien da durchgeführt. Ja, also das war auch ganz spannend, weil es ist eigentlich fast ein Krimi. Also es gibt so jemand, der in Peru so eine Art Nationalheiliger ist, Honorio Delgado, der war angeblich der erste Psychoanalytiker Südamerikas, hat als junger Mann mit Freud, das war in den 20er Jahren oder Ende der 10er Jahre, dann eine Konversation per Brief begonnen. Freud hat sich enorm gefreut, dass er im fernen Peru irgendwie gelesen wurde und der machte dann nach seinem Studium, es gab damals eine psychiatrische Klinik in Lima und der Valdizan, der die geleitet hat, der hatte seine Psychiatriekenntnisse, glaube ich, vom 3-monatigen Aufenthalt in Italien und und der starb irgendwann bei einem Unfall und dann wurde Delgado als
ich glaube als 23-Jähriger oder 24-Jähriger zum Chefarzt der psychiatrischen Klinik. Und da er ja so viel Freud gelesen hatte, versuchte er dann mit psychiatrischen Patienten, die also Halluzinationen hatten, zum Beispiel psychoanalytisch zu arbeiten. Das ging überhaupt nicht. Ja? Und dann fühlte er sich selbst auch bedroht. Und das Tragische war, der war schwul. Ja? Und man durfte damals als Arzt nicht schwul sein. War generell, also in Peru dann? Oder generell also auch in Europa nicht. Also ein schwuler Arzt hätte damals keine Operation bekommen. Ja, ich meine, Homosexualität unter Männern war ja noch bis in die 60er Jahre in Deutschland ein Straftatbestand. Und für einen Straftatbestand hätten sie auch damals keine Approbation bekommen, auch in Deutschland nicht. Mhm. Ja, und es ist für das muss man sich heute vor Augen führen. Das ist irre, ja. Und der hat dann halt eben, der hat sich dann, und natürlich haben die Psychotiker mit ihren feinen Antennen gemerkt, dass er schwul ist, ja, und sind ihn dann auch nachgestellt, und das war also eine ganz üble Geschichte. Der hat dann so in Kurzform, er hat dann versucht, irgendwie Freud auch zu treffen in Europa. Das klappte dann irgendwie erstmal nicht, und dann hat er irgendwann dann gesagt, ja, er sei da jetzt von Ernest Jones in London zum Mitglied der Psychoanalytischen Gesellschaft gemacht worden, und er als Psychoanalytiker sage jetzt, das Ganze stimmt doch überhaupt nicht. Ja, und hat sich dann gegen die Psychoanalyse gestellt und hat es verhindert, dass zur Zeit der Nazidiktatur dann jüdische Analytiker nach Peru kommen konnten. Also die sind nach Mexiko gegangen, nach Chile, nach Argentinien, aber nach Peru durften die nicht, weil er dann so mächtig war, dass er das alles verhindert hat. Und weil er sich abgelehnt gefühlt hatte, ja. Und also das ist noch viel komplexer, aber das war eine ganz spannende Geschichte, und das habe ich damals rausgefunden, ja, und habe das auch publiziert. Und das ist ja auch wieder so ein ganz anderes Feld, ne? Ein komplett anderes Thema. Ja, aber ich bin drüber gefallen, ja, und dann fand ich spannend und habe mich da ein bisschen so rein vertieft. Okay. Und gut, ganz nebenbei hatte ich natürlich auch ich habe meine Frau kennengelernt in Peru und hatte dann halt eben auch einen Grund, häufiger mal hin und her zu fliegen, ja, und und fand dann auch so habe viele Freunde da drüben, und und ja, gut, dann habe ich halt eben, und dann bin ich so Anfang dieses Jahrtausends bin ich dann mit Familie nach Mallorca gezogen, weil mir die Bürokratie in Deutschland zu viel wurde. Ja, also ich bekam jede Woche irgendwie riesige Stapel von Papier von der Kassenärztlichen Vereinigung, die ich hätte lesen müssen, hatte ich überhaupt keine Lust drauf. Und dann dachte ich irgendwann, nee, also Spanien war damals noch weniger reglementiert als Deutschland, und dann bin ich nach Spanien gegangen und habe gesagt, okay, dann bin ich halt nur noch privatärztlich tätig. Und zu dem Zeitpunkt haben Sie noch, ich sag mal in Anführungsstrichen, ganz normal Psychotherapie gemacht. Genau. Und das dann aber erstmal in Spanien auf Mallorca. Genau. Und dann habe ich allerdings, ich hatte mich damals etwas getäuscht in dem, was da auf mich wartete. Also ich dachte, ich hatte in Frankfurt eine volle psychotherapeutische Praxis und dachte, okay, ich kann in 3 Sprachen behandeln. Und da finden sich genügend Patienten. Überhaupt nicht. Also wenn ich von der Psychotherapie damals hätte leben müssen, wäre ich verhungert. Und was mich da gerettet hat, waren halt eben meine Seminare, die ich gemacht habe. Das lief gut. Und dann hatte ich halt die Erfahrung gemacht, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen, die zu diesen Seminaren kamen, eigentlich vollkommen unmotiviert waren. Die brauchten das nur für ihre Facharztprüfung oder für irgendwelche Abrechnungsziffern. Aber wenn man mit denen wirklich intensiv arbeitete, und das war so mein Modell damals, also das in Deutschland kann man diese Kurse ja auch alle machen. Die finden üblicherweise an Wochenenden oder abends statt. Wenn jetzt ein Arzt, der sowieso während der Woche so viel arbeiten muss und dann auch noch Wochenenddienste und Nachtdienste hat, wenn Sie dem jetzt noch alle Wochenenden verderben, indem Sie den zu irgendwelchen Pflichtfortbildungen schicken, hat er darauf keine Lust. Und dann dachte ich, okay, diese einwöchigen Seminare in einem schönen Landhotel, bei schönem Wetter kann man auch draußen sitzen, ja, aber natürlich intensiv fachlich arbeiten. Und
das war ein Erfolgsmodell. Da hat sich rumgesprochen und dann stellte ich fest, okay, wenn es denn gelingt, einen vollkommen unmotivierten Arzt innerhalb kurzer Zeit zu einem ganz motivierten Arzt zu machen, dann muss das doch auch mit normalen Patienten gehen. Und dann entwickelte ich dieses Konzept der intensiven Kurztherapie. Das heißt, die Patienten haben jeden Tag 2 Psychotherapiestunden gehabt. Plus Entspannungstechnik, plus Sport. Und das haben Sie dann erstmal so selber in Ihrer Privatpraxis dort dann gemacht? Genau. Also die ersten Patienten kamen dann, ich habe das dann so gemacht, ich habe gesehen, es funktioniert, dann sprach sich das so allmählich rum. Und war das dann alles privat, also Selbstzahler? Ja. Okay. Und also eine andere Möglichkeit gibt es auf Mallorca gar nicht. Ja. Und und dann, das führte dazu, es ist auch heute noch so, also 90-95% unserer Patienten kommen aus dem Ausland, die kommen nicht von Mallorca. Und dieses Modell, also das war damals noch was ziemlich Exotisches, wobei Klaus Grave hat zur gleichen Zeit das in Zürich untersucht, hat das dann auch in seinem Buch Neuropsychotherapie publiziert, wo dann auch so sinngemäß drinsteht, wir machen in der Psychotherapie wahrscheinlich das Richtige, aber in der falschen Dosis. Wir müssten initial mit einer viel höheren Frequenz beginnen. Mhm. Und das wurde auch später in anderen Studien von anderen Autoren bestätigt. Und ich habe das damals intuitiv genauso gemacht, wie er es gesagt hat. Und dieses Konzept geht auf. Das heißt also, wir haben auch noch, bevor ich mit dem Ketamin begonnen habe, haben wir diese intensiven 2- bis maximal 3-wöchigen Therapien gehabt, mit sehr guten Erfolgen und auch mit nachhaltigen Erfolgen. Und die Patienten haben es weiterempfohlen. Und ja. Also das hat dann wirklich auch nach den 2-3 Wochen sozusagen geendet und die haben dann irgendwie vielleicht später noch mal was gehört, so, mir geht's immer noch gut. So ist es. Und dann, die sind dann nicht irgendwie dann noch mal weiter betreut. Es gibt einige haben damals ihre ambulante Psychotherapie in Deutschland auch gehabt und haben die weitergemacht. Andere haben nichts weitergemacht. Es gibt auch welche, die sind noch mal wiedergekommen, haben gesagt, ich komme noch mal für eine Woche. Mhm. Aber es hat doch eine erstaunlich hohe Nachhaltigkeit gehabt. Mhm. Okay. Und würden Sie sagen, das ist jetzt hauptsächlich wegen dieser hohen Frequenz oder auch, weil Sie auch da schon vielleicht ein bisschen andere Sachen gemacht haben, als wenn ich jetzt sozusagen zur ganz beliebigen Therapiepraxis so. Also wir waren damals ja schon ein Team, was zum Teil verhaltenstherapeutisch arbeitet und zum Teil psychoanalytisch. Ich habe eine psychoanalytische Ausbildung und da war aber auch eine Kollegin, die ich damals eingestellt hatte, eine Psychologin, die war Verhaltenstherapeutin. Ja. Das ist also im Prinzip, das weiß man heute ja eigentlich auch, dass der Effekt oder der Erfolg einer Psychotherapie hängt stärker vom Arzt-Patient-Beziehung oder vom Psychologen-Patient-Patient-Verhältnis ab, als vom therapeutischen Verfahren. Mhm. Ja, spannend. Also auch alleine schon die Dauer der Sitzung. Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass Sie das so hochfrequent gemacht haben. Allein schon die Dauer einer Session zu erhöhen von 50 Minuten. Also ich habe selber mal vor irgendwie 8 Jahren ungefähr eine ambulante Psychotherapie gemacht. Das war dann auch immer 50 Minuten und ich hatte da schon irgendwie oft das Gefühl, man ist irgendwie gerade so mittendrin und dann, ja, okay, jetzt müssen wir leider auch aufhören. Ja. Und dann jetzt in diesem ganzen Coaching-Feld, wo ich mich dann später reingegeben habe, habe ich da schon gemerkt, okay, die Leute machen irgendwie viel längere Sessions. Ja. Die gehen dann irgendwie 90 Minuten, teilweise auch länger. Ja. Und was wir jetzt gerade hauptsächlich machen, sozusagen von der Therapietechnik gesehen, ist eher so EMDR inspiriert. Und auch das, wir machen jetzt nur 90 Minuten plus. Und ich habe das Gefühl, also ich würde mit 50 Minuten würde ich überhaupt nicht zu Rande kommen. Nur von der Art her, wie wir das machen. Und ich glaube, dass das allein schon, und das haben sie ja total intuitiv sich überlegt, okay, ich glaube, ich mache mal länger, weil ist irgendwie besser. Ich glaube, dass allein das schon ein Riesending ist und dass es irgendwie auch schade ist, dass jetzt in einer normalen Praxis man nicht so die volle Flexibilität hat, mal zu sagen, ach, ich mache jetzt aber mal längere Sessions, weil ich glaube, das ist besser. Ist schade und das führt auch dazu, also wenn ich so ein bisschen überspitzt formuliere,
Bei schwerkranken Menschen, also ich spreche jetzt nicht irgendwie von Befindlichkeitsstörungen, ja, aber bei Patienten mit der schweren Depression, mit der posttraumatischen Belastungsstörung, mit der schweren Angsterkrankung, ist 1 Stunde pro Woche reicht möglicherweise aus, um eine Verschlimmerung zu verhindern, bis Spontanremission eintritt. Ja. Aber die werden davon nicht gesund. Ja, das ist eine interessante Art, das zu sehen, weil man ja leider dann, also in der Therapieforschung gibt es ja irgendwie, wenn man mal so ein bisschen tiefer einsteigt, ist es manchmal relativ ernüchternd, wie die Unterschiede zwischen dem Placebo, also dem sozusagen Care as usual und der Psychotherapie sind, dass die gar nicht so hoch sind, wie man vielleicht glauben würde. Irgendwie vielleicht, keine Ahnung, 40-45% Response-Rate versus 30%, wenn ich in Anführungsstrichen nichts mache, die dann auch spontane Remissionen haben. Aber das heißt, das ist so ein bisschen auch die Perspektive, wir machen in der Psychotherapie sozusagen so ein bisschen Bestandswahrung. Das ist natürlich eine überspitzte Darstellung. Natürlich gibt es auch Leute, denke ich, die in diesen 50 Minuten ganz tolle Ergebnisse erzielen und die das einfach, also ist ja auch sehr individuell einfach Therapie. Klar. Und wie Sie richtig gesagt haben, die Beziehung natürlich ein Riesenfaktor. Aber man kann es natürlich auch so überspitzt sehen, dass es einfach, da ist einfach allein schon mit diesem Modell ein großer Riegel vorgeschoben. Irgendwie. Ja. Okay, und dann haben Sie jetzt, also wir sind sozusagen gerade in den 2000ern, Sie haben Ihre Praxis auf Mallorca, Sie haben das mit Ärzteseminaren gestartet, dann haben Sie gemerkt, okay, super, für Patienten auch top. Und das war dann erfolgreich. Und Sie haben einfach mit Therapien, auch, ich habe jetzt gerade rausgehört, das waren schon mehrere Leute, manche haben verhaltenstherapeutisch, Sie psychoanalytisch, also Sie waren dann schon ein Team. Ja, also wir waren erst ein ganz kleines Team, also eine Psychologin und ich. Ja, dann kamen dann noch 1, 2 dazu. Und dann haben wir noch zusätzlich Neurofeedback mit implementiert. Und dann kam das Ketamin mit dazu. Wie sind Sie darauf gekommen? Also in meinem ersten Berufsleben war ich Notarzt. Das heißt also, das war dann Anfang der 80er Jahre. Habe ich viele Jahre, also ich habe meine Psychoanalyseausbildung mit Tätigkeit als Notarzt finanziert. Und daher kannte ich Ketamin. Weil das habe ich benutzt, um schwer verletzte Leute aus dem Auto rauszuholen, um den Kurznarkose zu machen oder bei therapieresistenten Asthmaanfällen, um die zu durchbrechen. War mir eine bekannte Substanz. Dann hörte ich zufällig mal, dass es in Berlin an der Charité eine Ketaminambulanz gab, wo man Depressionen mit Ketamin behandelte. Da dachte ich, das ist aber spannend. Und Ketamin kannte ich, Depressionen kannte ich. Und da dachte ich, machen wir es doch mal. Einfach ausprobiert. Ja. Und also ich habe was dazu gelesen, natürlich, aber da musste man nicht viel zu lesen, weil ich konnte mir vorstellen, wie es funktioniert. Dann, das war, glaube ich, 2015. Und die erste Patientin, also ich habe damals in dem Krankenhaus, in dem ich das machte, ich habe eine Praxis gehabt damals, die war in so einem Ärztezentrum an einem Krankenhaus angeschlossen. Ja, ich musste mir dann vom Krankenhaus, vom Justiziar eine Ausnahmegenehmigung dafür holen. Das war also ganz schwierig und dann halt eben neben der Intensivstation, damit halt eben auch Interventionsmöglichkeiten da waren für den Fall von Notfällen. Also es war ein riesiger Aufstand. Die erste Patientin war eine schwer suizidale Patientin, also Patient mit der schweren depressiven Störung und Suizidgedanken. Und der gab ich eine Infusion. Und danach ging es ihr besser. Wir hatten einen zweiten Termin vereinbart, da kam sie nicht. Machte ich mir Sorgen. Rief sie an, sie meinte, ich muss nicht kommen, es geht mir gut. Hintergrund ist auch, die hat nicht viel Geld, und dann, ich habe die noch über 2 Jahre nachverfolgt, immer mal wieder angerufen, und wie geht's Ihnen denn so, und der ging's immer noch gut. Haben Sie mit der abseits des Ketamins noch andere Sachen gemacht? Gar das nichts. War einfach die Ketaminfusion? Das war natürlich eine Ausnahme. Was ist passiert?
also das Ketamin macht ja so ein Zeitfenster, in dem die Depression verschwindet. Mehr oder weniger stark. Und bei ihr war das sehr stark ausgeprägt. Und in diesem Zeitfenster, wo die Depression weg war, hat die sich aus einer toxischen Partnerschaft getrennt, hat sich einen neuen Job gesucht und dann wurde es zum Selbstläufer. Wahnsinn. Was würden Sie sagen, Ja, also dieses Zeitfenster, wie lang dauert das aus Ihrer Sicht? unterschiedlich lang. Also je nachdem, nach einer Infusion ist das teilweise nur eine Woche, teilweise sind es auch 4 Wochen. Ja, meist ist, wenn man am Anfang 2, 3 Infusionen hintereinander gibt, hat man meist auch einen Monat oder etwas länger Zeit. Aber es ist eine überschaubare Zeit. Es gibt trotzdem eine ganze Reihe Patienten, die davon profitieren, weil ihnen diese Zeit ausreicht, um in ihrem Leben was zu verändern. Weil die Depression hindert einfach viele daran, was zu erkennen und was zu tun. Und wenn man das jetzt natürlich kombiniert mit einer entsprechenden Psychotherapie, dass man die vermehrte Neuroplastizität, die in dieser Zeit entsteht, dazu nutzt, dass die Patienten auch neue Denkmuster erlernen. Und dann hat man natürlich einen Effekt, der auch entsprechend anhaltend ist. Spannend, dass Sie so sagen, so eine Woche bis einen Monat. Also das ist so, ich erkläre das den Leuten, wenn die jetzt bei uns nach Ketamintherapien sich informieren, immer so, und vielleicht darf ich diese Erklärung jetzt ein bisschen erweitern oder verändern durch diesen Austausch, dass halt, klar, diese Effekte, wo die depressiven Symptome abnehmen, nenne ich auch irgendwie so einen ähnlichen Zeitraum, aber dann, dass sozusagen diese akut erhöhte Neuroplastizität so ungefähr 48 Stunden sind. Ja. Das ist auch der Grund, warum wir immer am nächsten Tag Integration machen und dann irgendwie schon, wir hatten früher mal überlegt, ob wir nicht freitags vielleicht die Ketaminsitzungen immer machen, aber dann war sozusagen das Problem, wenn wir dann Montag Integration machen, ist schon zu spät. Ja. Deswegen machen wir es jetzt irgendwie an einem anderen Tag dienstags, damit wir immer mittwochs Integration machen können und irgendwie gefühlt schon, wenn man es am übernächsten Tag macht, ist es schon ganz anders. Also ich habe so das Gefühl, in den Integrationssitzungen ist dann also wenn man von vorher die Leute so kennt, wie klappt das so mit zum Beispiel einem Zugang zu Emotionen? Man fragt irgendwie, okay, wo spürst du das im Körper oder solche Sachen? Und dann gibt es den einen oder anderen, der vielleicht mal sagt, nee, spüre ich jetzt gar nichts und keine Ahnung, mein Kopf ist gerade aber zu laut und ich höre einen Gedanken, aber ich spüre nichts und ich weiß auch gerade gar nicht, bin gerade wieder woanders. Also die damit größere Schwierigkeiten haben und die dann irgendwie am nächsten Tag aber auf einmal gerade in diesem Fenster, also wie sehen Sie dieses 48-Stunden-Zeitfenster? Kann ich so bestätigen. Okay, würden Sie auch so sagen. Ja. Also das ist dann quasi Neuroplastizität akut stark, aber dann halt auch noch, wie bei der Patientin, dann noch mehr Zeit, in denen oft die Situation noch insoweit verändert ist, dass man dann auch noch... Ja, also man muss sich ja so vorstellen, dass da entsteht ja nicht plopp ein neues Netzwerk, sondern wenn das jetzt angestoßen wird durch die Infusion, müssen sich ja erstmal die entsprechenden Neurone miteinander vernetzen, ja, dann werden Erfahrungen ausgetauscht, es werden Signale ausgetauscht, ja, und das entsteht erstmal, das wird angestoßen halt eben durch die Infusion. Es geht aber dann noch weiter. Und da haben wir dann tatsächlich so den optimalen Zeitpunkt am nächsten Tag, wobei wir da auch noch nicht genau wissen, ist es jetzt am Beginn des nächsten Tags, ist es in der Mitte des nächsten Tags oder am Abend. Das ist ja was, wo auch der Martin Walter in Jena sich mit beschäftigt, ja. Und das ist noch nicht so ganz klar. Okay. Aber ist ja vielleicht auch, ob ich die Ketaminsitzung morgens, mittags, abends hatte, ist ja vielleicht auch noch so die Frage, also wie viele Stunden genau. Ich weiß auch gar nicht, ob das so ultra entscheidend ist. Nee, also ich meine, wir machen ja bei uns, muss man sagen, eine Luxusmedizin. Der Patient hat jeden Tag 2 Stunden. Das ist schon mit Ketamin, ohne Ketamin, mit Ketamin, ohne Ketamin. Okay, Moment. Also, können Sie noch mal so, gibt es wie so eine Art
Standardmodell, das Ja. vielleicht nach links und rechts ein bisschen So, abweicht. Können ja. Sie das mal gerade, wie läuft es heute, wenn ich jetzt bei Ihnen nächste Woche nach Mallorca komme und so eine Intensivtherapie anfange? Sie würden wahrscheinlich am ersten Tag, also möglicherweise würden Sie vorher ein Vorgespräch führen, schon mal per Videocall. Wir würden ein bisschen eine Testung machen. Wir würden am Anfang auch wahrscheinlich ein quantitatives EEG schreiben. Und dann würden Sie halt also entweder am ersten oder am zweiten Tag hätten Sie die erste Ketaminsitzung, die also meist etwa 40 Minuten dauert die Infusion und die Behandlung dauert insgesamt halt eben 90 Minuten etwa. Wo also dann nach der Infusion der Therapeut bei den Patienten bleibt noch und dann reden die noch ein bisschen oder auch nicht. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Patienten, die hören während der ganzen Zeit nur Musik. Es gibt andere, die wollen ganz ihre Ruhe. Andere erzählen wie ein Wasserfall. Das ist also sehr unterschiedlich. Also auch während der Infusion. Ja. Der Therapeut sitzt immer neben dem Patienten und hat in vielen Fällen auch Körperkontakt, also Handkontakt. Nur Hand oder gibt es noch werden da vielleicht andere Sachen noch vereinbart, besprochen, die gemacht werden? Eher nicht. Das sind sicher, wenn es sowas gibt, Ausnahmen, aber es legt sich niemand auf den Patienten drauf. Ja? Also, Und am nächsten Tag kommt dann die Integration, dauert wieder 2 Stunden. Am Tag drauf wieder eine Ketaminsitzung. Also schon so echt hochfrequent. 3 Stunden, also 3-mal Ketamin pro Woche im Durchschnitt. Ja. Und 3-mal 2 Stunden Bearbeitung. Ja, das ist dann schon ein straffes Programm. Ne? Ja. Und dann gibt es davor und danach immer noch Magnetstimulation und gegebenenfalls auch zusätzlich. Also am Tag der Ketamin-Session? Ja, auch, also vor und nach der Ketamin-Session und vor und nach der Psychotherapie gibt es dann RTMS. Ja. Und Sie haben noch Neurofeedback erwähnt, das ist Neurofeedback, ein Teil, was dann in der Therapie auch mit reinfließt oder was dann Neurofeedback machen wir hauptsächlich als Nachbetreuung. Das heißt, die Patienten lernen das kennen und und das wird dann von der Psychologin remotely halt eben weiter betreut und die Patienten bekommen ein Gerät mit, können das zu Hause üben und alle 14 Tage schaut die Therapeutin, wie verändert sich das, muss ich das Programm irgendwie neu justieren und Okay, 2 Wochen, 6-mal Ketamin. Okay, Sie haben jetzt diese Infusion erwähnt, wie dosieren Sie das? Also ist das immer gleich? Nein, oder hängt das also das hängt jetzt sehr davon ab, also wenn es jetzt keine speziellen Situationen gibt, beginnen wir mit 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht über 40 Minuten. Und dann sehen wir, wie der Patient reagiert. Das kann dann sein, wir steigern das dann bei vielen Patienten während dieser 2 Wochen bis auf 0,8, teilweise auch auf 1,0, in seltenen Fällen auch höher. Es gibt auch einige wenige Patienten, die meinetwegen ganz viel Angst haben. Da beginnen wir mit 0,3, ja, und dann haben die Patienten auch immer die Möglichkeit, wenn es jemand irgendwie unheimlich wird, okay, halten wir die Infusion mal an. Passiert das? Ja. Also die werden gut aufgeklärt, dass die halt eben tatsächlich auch milde Halluzinationen kriegen können, das Gefühl zu schweben oder das Gefühl, mit der Hand durch den Körper durchfassen zu können. All diese Sachen oder Veränderungen der Farbwahrnehmung, sowas, das erzählen wir vorher. Und jetzt gibt es aber Patienten, es gibt ja solche Kontrollfreaks. Und wenn da jemand merkt, ich verliere die Kontrolle, dann kann es sein, dass der panisch wird. Und dann halten wir kurz an. Und dann merkt er, geht ja weg. Ja, machen wir weiter. Also dieses Lernen, der Patient hat immer die volle Kontrolle. Und das reduziert die Angst. Wir haben deshalb also nur bei etwa 4% der Patienten unangenehme Nebenwirkungen. Es ist so ein spannendes Thema gerade. Also ich weiß jetzt gerade für jetzt die Zuschauerschaft, ob wir jetzt zu sehr in den Ketamin-Nerd-Talk reingehen. Aber das ist halt hoch faszinierend für mich, weil ich bin ein bisschen anders sozialisiert, was das angeht.
und ich habe diese ganze Thematik eher betreten aus der psychedelischen Begleitung von Sessions. Das war damals Psilocybin. Hab ich viele so Retreats begleitet, auch Einzelsessions begleitet. Und bin dann, als ich mich dann sozusagen mit dem Thema hier auch selbstständig gemacht habe, dann relativ zügig auch auf das Thema Ketamin gekommen, weil ich nach einem Weg gesucht habe, das auch legal in Deutschland zu machen. Und ich habe auch gemerkt, ich komme eigentlich aus einem total wissenschaftlich geprägten Hintergrund, war dann auch in der Krankenhausberatung. Das ist alles relativ konservativ, kann man sagen. Und wenn ich da irgendjemandem von Psilocybin erzählt hat, dann war ich sofort, also relativ schnell bei den meisten, so in der Yoga-Drogen-Ecke. Und ich fand das auch, ich merke, dass wenn ich über das Thema Ketamin spreche, dass Menschen anders reagieren. Und finde ich auch total nachvollziehbar. Das ist einfach etwas, was man in Deutschland kennt. Das ist irgendwie als in der Anästhesie, in der Schmerzmedizin, das ist alles bekannt. Das ist irgendwie nicht so verrückt. Und so bin ich aber aus einer anderen Sichtweise reingekommen. Und jetzt, ich sag mal, in der Psilocybin-Begleitung war das nicht so, dass man die Erfahrung irgendwo runterdrosseln konnte. Genauso gibt es da auch angstvolle Erfahrungen. Es gibt sozusagen, eigentlich kann man fast sagen, jeglichen emotionalen Zustand, der dort zum Vorschein kommen kann. Und vielleicht auch bedingt durch die Rahmenbedingungen, dass wir keine Infusion hatten, die wir irgendwie hoch und runter drehen konnten, haben wir dann sozusagen auch mit der, das ist ja auch nicht von uns irgendwie so, sondern das ist eigentlich eine ganz lange alte Tradition, mit jedem emotionalen Zustand mitzugehen, den durchzutragen, den sozusagen gar nicht irgendwie zu steuern. Ich habe dann später auch gelernt, es gibt Psychiater, die dann mit Psilocybin arbeiten, die dann, wenn die Patienten Angst kriegen, auf einmal ein Benzo geben oder so. Was hatten wir auch dann da nicht. Sondern wenn Angst da ist, dann ist die Angst jetzt das Thema, dann ist die Angst jetzt der Raum, das, was durchfühlt werden darf. Und dann haben wir sozusagen die Sitzungen immer mit dem begleitet, was sich gezeigt hat. Und ich sehe sozusagen die Ketaminsitzung wie so eine etwas verkürzte bei entsprechender Dosierung. Ich denke mal, jetzt bei 0,5 ist es vielleicht noch nicht so der psychedelische Raum, der sich auftut, aber wenn es ein bisschen mehr ist, dann finde ich, man kann das nie 1:1 vergleichen, aber das sind schon sehr ähnliche Zustände. So. Ja. Ich sehe Sie jetzt nicken, also Sie würden das auch als vergleichbar sehen. Wobei, ich glaube, es ist noch mal insofern eine etwas andere Szene. Wer macht diese psychedelischen Therapien? Wer geht die gezielt an? Also auch zum Beispiel Ayahuasca, was ich aus Südamerika kenne, das sind Rituale, die dauern entsprechend lange, und wir machen das ja in einem vollkommen anderen Setting und wir haben überwiegend schwerkranke Menschen. Das heißt also, die meisten unserer Patienten haben vorher mindestens eine stationäre Behandlung hinter sich und die sind im BDI bei Depressionsskala sind die irgendwie jenseits der 40. Und das heißt, das ist schon auch wahrscheinlich ein etwas anderes Klientel. Und da gibt es viele, die haben auch Angst vor sowas. Und die wären wahrscheinlich dazu auch nicht bereit. Und da gibt es natürlich Kollegen, die sagen, okay, dann machen wir halt eben ein bisschen Benzo dazu. Ja, also ich kenne fast schon sparen. Ja, ich kenne einen Kollegen, der hat das dann auch so vermarktet und hat gesagt, also im Schlaf aus der Depression. Natürlich hat Ketamin auch im Schlaf noch eine Wirkung, aber sie ist nicht mehr so hoch. Ja. Wie sehen Sie, es sind so viele Themen, wo man noch so reingehen kann. Also diese Frage, ich habe mich das vorhin schon gefragt, wie Sie das sehen. Es gibt so verschiedene Sachen, was man sagen kann, warum das Ketamin jetzt wirkt. Die einen sagen, das ist eine biochemische Wirksamkeit. Da gibt es irgendwie, weiß ich nicht, Glutamat, Rezeptormodulation etc. Und das ist natürlich auch so, das kann man sich angucken. Ja. Das ist jetzt nicht, die Daten zeigen das. Ja. Und dann ist die Frage, hört man mit dieser Erklärung auf oder geht man sozusagen noch darüber hinaus? Dann gibt es, würde ich sagen, noch so die psychotherapeutische Erklärung, was wir eben hatten mit dem Zeitfenster, wo man offener ist, wo mehr passieren kann, wo therapeutisch was aufgemacht wird etc. Und dann gibt es noch so diese
Komponente, würde ich sagen, dieses psychedelische Verständnis, dass man sagt, es gibt einen Raum, der aufgeht, wo sich ein Teil, der vielleicht nie so zum Vorschein kam. Und wenn man jetzt wieder psychosomatisch daran geht, sagt, dass der vielleicht auch die Symptome so um die Ecke sich den Weg sucht, was er jetzt dem Körper gibt, ob es jetzt die Rückenschmerzen, die Depression oder die Ängste sind. Also so, und dass dieser Teil dann sozusagen Raum bekommt, dass da etwas verarbeitet werden kann, ein Bedürfnis etc. Also das ist so vielleicht noch mal dritte Komponente. Ich würde es gar nicht als eine extra Komponente dazu nehmen, sondern ich würde es in diese zweite Komponente mit reinnehmen, weil in Abhängigkeit von der Dosis und wie weit man dabei geht, es sind ja alles Gefühlszustände. Und je mehr man jetzt sozusagen in diesen eher psychedelischen Bereich reinkommt, kommen natürlich, auch das sind neue Vernetzungen im Gehirn. Und es ist also qualitativ gar nichts anderes, sondern es ist einfach nur mehr. Mhm. Und es wird dann auch qualitativ anders erlebt durch Halluzinationen und was auch immer. Und es kann sich dann natürlich auch wieder eine Neuorientierung. Also immer dann, wenn ich was Neues aufmache, neue Vernetzungen habe im Gehirn, kann ich was Neues lernen. Ich komme hinterher mit neuen Ideen zurück. Ja, also auch gerade das Gefühl zum Beispiel, ich werde eins mit der Welt. Dieses Verschmelzungsgefühl, was teilweise auch, ist ja unheimlich wertvoll in der Palliativmedizin. Reduziert die Angst vor dem Tod. Ja, aber das ist jetzt nichts qualitativ anderes, sondern es ist auch eine neue Erfahrung, die bei einer bestimmten Dosis halt eben dann auftauchen kann. Es sind alles Hirnzellen, die miteinander irgendwie kommunizieren. Und dann tauchen natürlich gerade so diese präverbalen, körperlichen Sachen, kommen dann auch ein Stück mehr in die Wahrnehmung rein. Ja, und deshalb kann man damit ja dann auch sehr gut traumatherapeutisch arbeiten. Ja, das ist ja so, dass es sogar teilweise Leute erzählen, dass es sich wie eine Geburtserfahrung anfühlt oder Sachen, die man vielleicht tatsächlich noch weiß, man nachher fragen kann, dass es irgendwie in der Geburt so passiert ist, dass dann solche Zustände hervorgerufen werden. Ja. Ich würde gerne mal so diese Frage von den angstvollen Erfahrungen. Ich denke jetzt an eine Erfahrung, die ich mal begleitet habe, wo ein Klient Ketamin bekommen hat, intramuskulär. Das heißt, da gab es dann keine Möglichkeit, das abzudrehen. Der hatte in der Sitzung, das war allerdings nicht seine erste Sitzung. In der Regel ist es so, dass irgendwie die erste Sitzung, also bei den ärztlichen Kollegen, die das dann machen, ich als Nichtarzt begleite dann die Sitzung, aber sozusagen, wo dann vorher eine Infusion gelegt wird, vielleicht beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal war es dann in dem Fall IM. Und die erste Erfahrung war so super angenehm, die zweite Erfahrung war Todesangst. Ja. Und in dieser Erfahrung, also zwei Sachen fand ich da sehr bemerkenswert, nämlich einmal, der hat sich recht viel bewegt, auf der Liege, solche Bewegungen, so sehr viel gemacht, hätte er tatsächlich auch mit einem Zugang auch jetzt nicht machen können. Und der hat diese Todesangsterfahrung gehabt, der ist nachher nach Hause gegangen ohne die Todesangst. Ich glaube, das war auch sehr, sehr wichtig. Ne? Ja. Also das ist jetzt nicht so, die Todesangst wäre irgendwie geblieben, sondern die hat sich dann in der Landephase und dann in der Interaktion auch super aufgelöst und erledigt gehabt. Aber der hatte nämlich über 20 Jahre lang hatte der so eine Haltung, so eine Verspannung wie in der Brust. Der war bei 20 verschiedenen Osteopathen, hat einen Haufen Geld dafür ausgegeben, hat irgendwie die ganze Zeit versucht, das Ding zu lösen. Dann hat er diese Bewegung gemacht und dann hat er mir später dann geschrieben, übrigens, ich kann es kaum glauben, oder meine Frau sagt auch, was ist denn da los? Ich kann mich auf einmal wieder bücken und mein Kind irgendwie aufheben vom Boden, was vorher absolut nicht ging. Und das ist jetzt also ob dafür die Angst jetzt wichtig war, das ist eine reine Interpretationsfrage. Und ob das sozusagen bei ihm so war, dass da irgendetwas saß, was mit der Angst zu tun hat, was dann erst raus durfte und wofür es wichtig war, dass er so eine intensive Angst erleben musste, das sei mal dem Interpretationsraum freigestellt. Aber ja, wie würden Sie das sehen? Also das mag so sein, aber das muss nicht so sein. Also auch bei niedrigeren Dosen haben wir diese Erfahrung, dass Patienten hinterher Körpersymptome einfach verlieren. Ja, und auf der anderen Seite, gerade bei dem IM, also ich muss dazu noch sagen,
auch Patienten mit einer IV-Anwendung können sich toll bewegen. Es kommt nur darauf an, welche Venenzugang sie benutzen. Ja? Mhm. Und da sollte man darauf achten, dass man da keine starren Kanülen reinlegt. Mhm. Also was machen Sie es dann? Also entweder wir machen es am Unterarm Mhm. oder halt eben, wenn das eine weiche Kunststoffkanüle ist, Okay. dann können die auch die Arme zwischendurch bewegen. Super. Das ist kein Problem. Ja, mega. Und ich habe das einmal bei einer IM Ketamin-Selbsterfahrung erlebt. Das war während einer Ärztefortbildung und die Kollegin hat das IM bekommen und die konnten wir nur mit Mühe davon abhalten, aus dem Fenster zu springen. Die wollte aus dem Fenster springen, weil sie sagte, ich kann fliegen. Und haben wir nicht zugelassen, Mhm. ja. Im Nachhinein war es ein enormer Schock für sie, dass sie sowas gemacht hat. Also die kam dann auch wieder zurück, ja, aber die hat einen riesigen Schreck davon getragen. Also würden Sie sagen, diese Sitzung war für Sie im Nachhinein auch schädlich als Erfahrung? Oder? Kann ich jetzt nicht sagen, weil die war nicht, also die kam nicht wegen der Depression oder einer Angststörung, das war eine reine Selbsterfahrung. Mhm. Und aber die ist dabei richtig erschrocken. Mhm. Und ich habe die auch danach nicht mehr gesehen. Das war in Barcelona gewesen vor 2 oder 3 Jahren. Und wie die das jetzt im Nachhinein verarbeitet hat, weiß ich nicht. Ja, aber das ist das Problem bei den IM-Sitzungen. Das dauert länger. Man kann es nicht so gut steuern. Und gerade so bei unserem Klientel, ich finde es schön, dass man es steuern kann, dass der Patient das Gefühl der Sicherheit, also gerade bei Traumapatienten, der hat das Gefühl der Sicherheit. Ich kann meinen sicheren Raum gestalten. Ich gebe manchen Patienten sogar das Infusionssystem in die Hand, sage hier, Sie können es langsamer machen, Sie können es schneller machen. Ich passe auf, dass es nicht zu schnell macht, ja, aber dieses Gefühl, ich kann das selbst steuern, das ist für viele Patienten was ganz, ganz Wichtiges. Mhm. Ja, also es ist, glaube ich, so, ich habe das Gefühl, jeder Weg hat so seine klaren Vorteile. Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil der IV-Variante, dass es eine Kontrollmöglichkeit gibt, die ja beiden Seiten ein Sicherheitsgefühl geben kann. Sowohl den Patienten als auch den Behandlern, weil die ja auch dann anders vielleicht rangehen, wenn sie sagen, also ich sag mal, wenn man jetzt als Person, die es dann begleitet oder als Arzt, der es gibt, irgendwie sich dabei irgendwie Sorgen machen muss, oh, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt vielleicht eine Person ist, die dann aus dem Fenster springen will, dann ist man ja vielleicht auch anders angespannt. Und ich glaube, da ist auch für die Person dann wichtig, diese Sicherheit zu haben. Also ich meine, auch da ist, glaube ich, wieder diese Sozialisation spielt da eine Rolle, weil wir haben das dann in dieser Psilocybin-Begleitung damals haben wir auch immer, da gab es irgendwie einen kleinen Anteil, wo wir immer gesagt haben, das sind dann die Flipper. Das kann dann passieren, dass die vielleicht auf einmal aufstehen und, keine Ahnung, sich ausziehen wollen und oder wollen rausrennen oder so. Und weiß ich nicht, wir haben es dann vorher halt geframed. Es gibt hier natürlich einen großen Spielraum, einen großen Gestaltungsraum, den wir ermöglichen wollen. Es gibt allerdings ein paar Regeln, die sind für uns elementar wichtig. Zum Beispiel, dass wir nicht diesen Raum verlassen. Ne? Oder nicht alleine verlassen in jedem Fall. Und da ist natürlich dann irgendwie wichtig, dass die Begleitung sich auch, weiß ich nicht, dass man jetzt nicht als vielleicht 50 Kilogramm Frau einen 120 Kilogramm Mann begleitet alleine oder so, sondern dass man halt vielleicht dann auch entsprechend die Möglichkeit hat, das gut im Griff zu behalten. Hatte ich tatsächlich interessant, dass das bei Ketamin hatte ich das noch nie, also habe ich es noch nie erlebt, dass sozusagen so eine, ich sag mal, Flipper-Situation auftritt. Also ist auch extrem selten. Ja, ich habe das auch nur einmal erlebt so. Aber es war ein eindrucksvolles Erlebnis. Ja, ich meine, vielleicht auch, das ist ja auch was, wo man sich dann, wenn das jetzt nicht so eine Selbsterfahrung gewesen wäre, sondern das wäre eine echte Patientin, wäre das sicherlich was dann irgendwie am nächsten Tag, also wo man vielleicht therapeutisch irgendwas draus machen kann. So, hey, was ist denn da? Was war denn der Anteil, der auf einmal gesagt hat, ich kann fliegen und möchte jetzt aus dem Fenster springen? Ja. Was ist da, also warum hat der sich jetzt gezeigt? Ja. So. Spannend. Und okay, Sie sind jetzt
Wie groß ist das Ganze, was Sie da auf Mallorca machen? Also wir sind ja ein paar Mal umgezogen. Also in dem ersten Krankenhaus, in dem ich war, da hat mich der Psychiater rausgeekelt, weil der bemerkt hat, dass meine Patienten irgendwie immer so schnell wieder gesund waren. Und der wurde da wohl ein bisschen neidisch. Ja? Und dann gab es ein anderes Krankenhaus, in dem wir viele Jahre auch waren, was auch sehr schön war. Das war aber schon ein etwas älteres Haus und das wurde aus Gründen, die mit uns überhaupt nichts zu tun hatten, geschlossen. Ja, weil der Klinikleiter da ein Problem hatte mit der Justiz. Okay. Und jetzt machen wir nur eine Tagesklinik. Das sind 300 Quadratmeter. Und wir sind ein Team mit, ich weiß gar nicht, weil es gibt festangestellte Psychotherapeutinnen, es gibt freiberuflich Mitarbeitende, wir arbeiten ja in vielen verschiedenen Sprachen auch, wir haben Patienten von der ganzen Welt, ja, und also wir hatten damals so... Ist das ein großer Anteil von Deutschen dann? Ja, also dadurch bedingt, dass ich ja diese Fortbildung mache für Ärzte, bekomme ich natürlich aus Deutschland viele Patienten geschickt. Aber wir haben auch viele Patienten, meinetwegen aus Großbritannien, aus den USA, aus den arabischen Ländern auch viele, teilweise sogar aus Australien oder aus Südafrika. Also die kommen wirklich von überall her. Weil das, was wir halt machen, auch so, das findet man sonst kaum. Also weil wir machen ja jetzt nicht nur das Ketamin, wir machen ja halt eben auch diese intensive Psychotherapie und wir machen halt eben auch RTMS oder Deep TMS. Ja, und das finden Sie sonst kaum. Was ist Deep TMS? Also das normale RTMS ist ja also repetitive transkranielle Magnetstimulation, was ja auch ein Verfahren ist, was sehr gut zur Behandlung von Depressionen, von Angststörungen, von posttraumatischen Belastungsstörungen funktioniert oder auch von Schmerzen. Das Deep TMS ist eine ganz spezielle Spulenform, wo man so eine Art Helm aufbekommt und was dann wirklich bis tief ins Gehirn rein stimuliert. Also beim normalen RTMS kann man davon ausgehen, dass man die Neurone bis auf eine Tiefe von etwa 1,5 Zentimeter depolarisieren kann. Das geht beim Deep TMS bis zu 6 Zentimeter. Und da kommt man also wirklich so in tiefe Hirnstrukturen rein. Und das hat für bestimmte Krankheitsbilder nochmal einen zusätzlichen Gewinn. Ja, also gerade auch bei der Traumatherapie, bei chronischen Schmerzen, bei Suchterkrankungen. Aber die Geräte sind halt sehr teuer und da gibt es nicht so furchtbar viele von. Sind aber FDA zugelassen, zum Beispiel für die Behandlung von Sucht, für die Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen, für die Depressionsbehandlung. Ja, also, in Deutschland auch oder nur FDA? Nur USA? In Deutschland kennt man das kaum. Also die Geräte sind hier natürlich zugelassen, aber in Deutschland ist das Anerkennung oder das Zulassungsverfahren anders als in den USA. Hier gibt es also jetzt nicht die spezielle Zulassung für bestimmte Krankheitsbilder. Es gibt halt eben die Leitlinien. Interessanterweise, also RTMS ist in den Leitlinien zur Behandlung von Depressionen, von therapieresistenten Depressionen, steht es in den S3-Leitlinien drin. Aber wenn Sie jetzt mal Ärzte fragen, auch Psychiater, wer kennt denn das? Viele kennen es gar nicht. Und es wird kaum gemacht. Ja. Das ist ja eigentlich ein bisschen ähnlich wie Ketamin, weil das steht ja auch in der S3-Leitlinie, aber es steht halt, wenn man sich, ich finde diese Grafik so nicht, will ich sagen lustig, weil eigentlich ist es nicht lustig, wo dann halt so ein Behandlungspfad mal aufgemalt ist in der Leitlinie, wo es dann irgendwie so zusammengefasst wird und dann ist halt, okay, leichte Depression, am Anfang erstmal irgendwie Psychotherapie, aber dann auch relativ schnell Antidepressivum. Richtig. Dann wirkt nicht, okay, nächstes Antidepressivum, wirkt nicht, nächstes Antidepressivum und dann vielleicht nochmal. Und dann irgendwann so ganz unten in der Ecke ist dann das Ketamin. Vielleicht, ja. Ja, vielleicht, also wahrscheinlich in der Praxis zuerst wird ja dann empfohlen, nochmal EKT, also Elektrogrammtherapie. Ja, tatsächlich. Also das ist jetzt wieder total, wir springen total in den Themen, aber vielleicht was halten Sie davon, Elektrogrammtherapie? Kann einen Sinn machen, hat keine dauerhafte Wirkung, ja, also es hilft ja auch nur für ein bestimmtes Zeitfenster, aber es hat halt eben auch den Nachteil bei manchen Patienten, dass es einen Gedächtnisverlust macht und der zwar im Regelfall reversibel ist, aber nicht immer. Ja. Und
Und bei den Leitlinien, ich meine, da habe ich sicherlich eine Minderheitenposition und werde dafür sicherlich auch gerne angegriffen. Es heißt ja, also auch in den schon in so alten Empfehlungen vom ZI Mannheim zum Beispiel, steht ja drin, erstmal 2 gängige Antidepressiva über einen hinreichend langen Zeitraum in hinreichend hoher Dosis und dann darf man mit Ketamin beginnen. Ich finde, das ist ethisch hochproblematisch. Dankeschön. Weil, erstens mal, die gängigen Antidepressiva haben eine Wirkung, die im Durchschnitt etwas oberhalb Placebo liegt. Große Studien dazu, im Lancet veröffentlicht, ich glaube 2017 von Cipriani, dann Stone 2022, glaube ich, in den USA. Die wirken ein bisschen im Durchschnitt. Bei manchen wirken sie super und anderen geht es viel schlechter damit. Und sie haben teilweise irreversible Nebenwirkungen. Was viele gar nicht wissen, dauerhafte Störungen der Sexualfunktion, die nicht reversibel sind zwar nur in Anführungsstrichen 0,7% der Männer wahrscheinlich, die da eine dauerhafte erektile Dysfunktion haben, aber das ist natürlich insgesamt, das ist für diese Menschen ist das tragisch. Ich habe gerade vor kurzem mit einem Patienten gesprochen, der hat ein junger Mann, der hat für ein halbes Jahr ein SSRI bekommen und seitdem hat er Potenzstörungen. Mhm. Und der nimmt das schon seit 2 Jahren nicht mehr. Es geht immer noch nicht. Mhm. Und wenn ich sage, zunächst mal muss ich Patienten über Monate hinweg leiden lassen, die haben Nebenwirkungen, die nehmen an Gewicht zu, und dann darf ich ein Verfahren erst anwenden, was, wenn es überhaupt Nebenwirkungen hat, sind die immer nur passagier und nicht dauerhaft. Ja. Und warum sollte ich das nicht zuerst ausprobieren? Also ich finde das widersinnig. Also ich spreche mir so krass gerade aus der Seele und das ist irgendwie, ich habe tatsächlich auch jetzt hier online schon mal dieses Antidepressivum-Thema aufgemacht und das besprochen. So, ich habe dann einfach auch so ähnlich so diese Studien, die Sie gerade zitiert haben, auch so ein bisschen gezeigt und gesagt, okay, ne, 2 Punkte auf dieser Depressionsskala, Hamilton Rating Scale. Es geht eigentlich von 0 bis 52 und in der Klinik sagt einer, ab 3 Punkten hat es für mich erst eine klinische Signifikanz und im Schnitt ist die Wirkung geringer. Irgendwie sinngemäß in der Richtung. Ja. Und das war dann, ich habe gemerkt, das trifft einen Nerv, aber ich habe auch tatsächlich sehr viel Kritik auch geerntet. Sie meinten ja auch gerade, dass Sie manchmal da Kritik ja, klar. Bekommen. Also ich meine, das ist, ich glaube, das ist 7 Milliarden an Europa jedes Jahr. Und ja, also es ist, glaube ich, wenn man das, es ist total schwer zu sagen, wie viel Prozent der Leute in Deutschland das bekommen. Gibt es in den USA irgendwie bessere Daten, aber ich glaube, man kann so, wenn man jetzt diese Verschreibungsdaten so ungefähr hochrechnet, kommt man vielleicht auf 8, 9, 10% der Bevölkerung. Das kommt ungefähr hin, weil man hat, also wir haben eine Punktprävalenz in Deutschland von 8% Patienten mit der Depression. Und es bekommen ja nicht nur die SSRI, sondern es bekommen ja auch noch Angstpatienten, Zwangspatienten und so weiter. Von daher passt das sehr gut. In Spanien ist die Zahl, glaube ich, doppelt so hoch. Die Spanier machen das noch viel mehr. Okay, krass. Und obwohl die nicht depressiver sind als die Deutschen, aber die werden einfach noch schneller damit behandelt. Die Hemmschwelle noch niedriger. Und gut, in den arabischen Ländern ist es noch mehr, weil da ist die Depressionsprävalenz höher als in Europa. Und aber es ist, und es gibt natürlich, jeder Arzt sagt, ja, ich kenne aber jemanden, bei dem funktioniert das super. Klar, gibt es. Es gibt aber auch welche, denen geht es danach viel, viel schlechter. Und die sieht man da oft nicht mehr. Wie ist auch die langfristige Perspektive? Also die sagen, mit denen geht's danach super. Was heißt danach? Ja. Ist der heute noch auf dem Antidepressivum? Ist das jetzt vielleicht auch über 10 Jahre dann noch so? Ja. Und dann ist nämlich dann die Frage, was passiert dann? Okay, nach 2 Jahren mussten wir die Dosis erhöhen. Okay, nach 3 Jahren auch nochmal, nach 4 Jahren, 5 Jahren. Ja. Und dann, dann waren wir bei der Maximaldosis, haben wir ein zweites Präparat dazu genommen. Weil wir dürfen ja nicht über die Maximaldosis. Ja. Und das ist leider, also auch bei denen, wo es funktioniert, ist es leider eine Journey, die über Langfristigkeit, und das ist eigentlich krass, dass Medikamente über so lange Zeitraum gegeben werden, wo es keine vernünftigen Langzeitdaten zu gibt. Also die Studien, die gehen halt
Ja. Die gehen 14 Wochen und vielleicht gehen sie mal 12 Monate, dann sind es aber nur so diese Dropout-Studien. Also es ist so, ja, das ist krass, aber ich bin gerade total froh, dass jemand, der so wie Sie auch, sage ich mal, ein großes Standing auf eine Art auch in der, ich sag mal, auch in der Ärzteschaft auf eine Weise hat. Ne? Sie haben sicherlich auch Ihre Rolle, die jetzt nicht 100% im Mainstream zu verorten ist. Klar. Aber ich bin froh, dass Sie das jetzt auch so aussprechen, weil das ist das, wo ich auch merke, wenn ich dann drüber spreche, was auch viele andere Menschen fühlen oder denken, dann gibt es einen Teil, die kritisieren. Es gibt auch Patienten, die sagen dann, wie kannst du sowas sagen? Das ist Pill-Shaming. Du machst uns jetzt hier runter dafür, dass wir Medikamente nehmen, für das, was. Und da würde ich auch würde ich auch immer sagen, ich möchte das niemandem absprechen. Wenn du das nimmst und du hast das Gefühl, perfekt, super, Ja. du bist dir über die möglichen Nebenwirkungen absolut im Klaren, dann bin ich, das klar. irgendjemandem abzusprechen. So. Also ich meine, die meisten Patienten, die zu uns kommen, nehmen ja Antidepressiva. Nur, die sind damit nicht zufrieden. Und ich sage immer, nimm sie weiter, bis es dir besser geht. Und wenn es dir jetzt nach dem Ketamin besser geht, dann wird das reduziert und dann irgendwann abgesetzt. Und die Nebenwirkungen, ich meine, das ist etwas, viele Ärzte sehen diese Patienten nicht, weil die dann oft, wenn sie Nebenwirkungen bekommen, auch wiederum den Arzt wechseln. Und ich habe einen wirklich extremen Fall mal erlebt. Das war in einem arabischen Land, wo ich eine Patientin mir angeschaut habe. Und der Vater war sehr besorgt, eine junge Frau, so Anfang 30, die nicht mehr aus ihrem Zimmer rausging. Und diese Patientin, als ich sie sah, 1,60 Meter groß und 120 Kilo schwer. Und die brachte mir ein Foto mit und zeigte mir ein Foto von ihrer Hochzeit. Da wog sie 60 Kilo. Die hat innerhalb von 7 Jahren ihr Gewicht verdoppelt. Krass. Das war jetzt nicht nur SSRI. Das war am Anfang, weil die unbedingt schwanger werden sollte, war das eine IVF, also In-vitro-Fertilisation nach der anderen, bis es funktioniert hat. Dazu werden die stimuliert, dann nehmen die auch ein Gewicht zu. Und da hatte sie eine postpartale Depression. Und danach ging das immer weiter und die war schließlich so dick, dass die sich nicht mehr nach draußen traute. Die lag nur noch in ihrem Zimmer rum. Der ging es übrigens nach 14 Tagen so gut, dass die erstmal in eine Klinik ging zur Gewichtsabnahme. Wahnsinn. Also ich finde das so super, dass es das gibt. Ne? Also dass einer auch, ich sag mal, zu einem Zeitpunkt, wo ich glaube, es ist so vielleicht um die 2000er herum erst hat es wirklich angefangen, dass Leute das wirklich für Depressionen überhaupt im größeren Stil einsetzen. Also ich habe dann mal danach, habe ich dann gelernt, dass es in den 70ern schon therapeutisch eingesetzt worden ist, aber halt so super vereinzelt. Da gibt es irgendwie so einen Typ in Argentinien, der hat dann so Tod- und Wiedergeburt-Therapie gemacht mit Ketamin. Einfach, das ist dann auch was so mehr oder weniger im Underground, aber da gibt es auch Dokumentationen drüber. 70er Jahre und dann irgendwie gesagt hat, ja, Ketamin ist das Beste, was ich bisher gefunden habe, um eine Regression auf die Geburtsebene zu triggern. Also der war seiner Zeit einfach extremst voraus. Aber ich meine, in den Anfang 2000er war das ja, ich meine, sie haben dann sozusagen angefangen, als es dann noch recht früh, als es Charité haben es gemacht und sie haben dann es aufgegriffen und haben dann einfach sozusagen. Das war 2015, glaube ich. Und dann gab es, glaube ich, 2017 entstand dann in Madrid, gab es dann einen Ableger von dieser New Yorker Klinik, die auch jetzt keine großartige Psychotherapie gemacht haben. Und das war ja auch in Berlin auch so, die haben ja auch keine großartige Psychotherapie gemacht. Die haben das zwar immer gesagt, aber sie haben es nicht gemacht. Und ich habe einige Patienten gesehen, die in der Charité waren, die haben keine Psychotherapie gekriegt, die haben nur Ketamin gekriegt. Ja. Ich glaube, es ist mittlerweile anders da. Aber es kann sein, dass es damals, also ich habe jetzt nur, wir hatten auch mal 1, 2 Leute, die dann irgendwie vorher
in Berlin waren und dann schon erzählt haben, dass sie das Ja, also bekommen haben. gibt's ja in Berlin gibt's ja auch noch eine andere Klinik, die das auch machen. Die machen das halt eben auch, die machen auch Studien dazu und die machen das in ganz klaren Rahmen, auch immer mit Psychotherapie. Ja, also das setzt sich zunehmend durch. Mhm. Aber es ist interessant, weil ich glaube immer noch, also erstmal habe ich das Gefühl, diese psychotherapeutische Einbettung ist immer noch eher die Randerscheinung, so in Deutschland. Ja. Dann habe ich das Gefühl, dass man auch nur irgendwie mal von dem Schema F, was sich irgendwann mal so durchgesetzt hat, also ich mache einfach 6-mal immer 0,5 Milligramm pro Kilo und erhöhe niemals die Dosis und mach sozusagen das und mache auch nicht so viel drumherum. Also das ist immer noch, wenn man jetzt in irgendeine Praxis googelt und anruft, wo irgendwie Ketamintherapie auf der Website steht, dann ist die Chance relativ hoch, dass sie dann sagen, alles klar, ja, wir machen dann 6 Sitzungen, wir machen die und die Dosis immer, Begleitpersonen können sie selber mitbringen und dann war es das auch. So. Das ist ja noch, also und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass man sich auf diese biochemische Wirkung komplett verlässt und sagt, ja, das Ketamin regelt schon. Jo. Das ist ja auch das, womit teilweise leider Patienten manchmal kommen, dass sie dann sagen, ich will eigentlich gar nicht, also so sagen sie es nicht, aber es kommt vielleicht durch, ich will eigentlich gar nicht so viel verändern müssen. Jo. Aber deswegen ist ja super, dass es das Ketamin gibt, weil dann geht es schnell weg. Genau. Was sagen Sie, wenn einer, also kennen Sie das, was würden Sie so jemandem sagen? Ja, ich erkläre dem dann, was wir machen und ich habe jetzt zumindest bewusst noch niemand im Kopf, der dann sagte, nee, dann komme ich nicht. Mhm. Ja. Aber es hängt dann oft am Preis, weil dann sagt, ja, aber ich brauche doch vielleicht das gar nicht, damit der Psychotherapie, sorry. Bei jeder Ketaminsitzung sitzt der Therapeut daneben. Wir machen das aus Sicherheitsgründen nicht anders. Hm. Und den müssen sie bezahlen. Ja, ich finde das sehr gut. So, also es ist tatsächlich auch relativ viel so vom Ansatz oder von dem Verständnis her viel Überschneidung, wie wir das auch machen oder wie ich es sozusagen auch sehe. Und ich meine, klar, sie setzen natürlich auch, ich weiß nicht, sie bilden ja die ganzen Ärzte aus. Ist das dann auch was, wo sie sozusagen, weiß ich nicht, für die Fahne hochhalten, für sozusagen, hey, ich erkläre euch jetzt hier was über Ketamintherapie und wie das alles läuft und wie man das macht und wie man den Zugang legt und wie man es dosiert. Aber bitte macht's auch vernünftig und es wäre super, wenn ihr es so und so begleitet und dann am nächsten Tag Integration. Also ich rege immer an, Netzwerke zu bilden. Weil, gut, es gibt ja einige Ärztinnen, Ärzte, die machen eine Zusatzbezeichnung Psychotherapie, dann können die alles alleine machen. Das ist aber eine kleine Minderheit. Mhm. Die meisten, die sich das zutrauen, also es gibt ja eine ganze Reihe von ehemaligen Anästhesisten, die inzwischen auch Allgemeinmedizin machen und die auch, oder Notärzte, ja, also es gibt schon viele Ärzte, die keine Angst vor Ketamin haben. Die Psychiater haben meistens Angst davor. Mhm. Aber die können keine Psychotherapie. Und in den Fortbildungen, die ich mache, jetzt gerade im September machen wir wieder eine in Frankfurt und da geht es darum, okay, Ärzte und Psychotherapeuten können das machen, die können sich da auch kennenlernen und nach Möglichkeit bildet doch Netzwerke, weil der Arzt allein ist mit der Infusion, das kann der machen, aber der kann die Psychotherapie nicht. Der Psychotherapeut kann aber profitieren davon, und zwar, der muss ja, also was Psychotherapeuten am meisten hassen, sind Langzeitanträge. Also, wenn eine Behandlung über 25 Stunden hinausgeht, muss der einen Langzeitantrag schreiben. Das dauert lange, es wird schlecht bezahlt und ich kenne kaum einen Therapeuten, der sagt, oh ja, mache ich gerne. Kriegen die dann, also schlecht bezahlt heißt, die kriegen dann irgendwann pro Session weniger Geld? Nein, die bekommen momentan pro Session das Gleiche, aber die müssen erst einen Antrag schreiben. Und wenn jemand darin nicht versiert ist, also ich erinnere mich, als Berufsanfänger habe ich für so einen Antrag ein Wochenende gebraucht. Okay. Und das wurde bezahlt irgendwie dann so, als hätte ich 1 Stunde gearbeitet. Ja, mit zunehmender Routine ging das dann auch schneller. Ja, aber es ist keine schöne Arbeit. Ja. Und wenn ich den Therapeuten sage, hier, ketamingestützte Psychotherapie, da bleibt ihr unter 25 Stunden.
Und ihr braucht keinen Langzeitantrag stellen. Ja. Und dann finden die Therapeuten das interessant. Und dann muss man sich nur, der Arzt und Therapeut, die müssen sich abstimmen. Also heute gibt es die Ketamininfusion, dafür machst du morgen mit dem Patienten 2 Stunden Integration. Ja. Und ich setze halt eben, während der Infusion sitze ich entweder selbst daneben oder setze meine MFA daneben, die ein bisschen Empathievermögen hat und das Gefühl von Sicherheit gibt. Und dann funktioniert das. Das ist nicht optimal, aber es ist besser als das andere, was angeboten wird. Ja, das ist ja schon ein Riesenschritt. Ja. Also man muss ja auch irgendwie schauen, wie kann man es im Rahmen dieser Rahmenbedingungen hinkriegen. Ne? Und ja, was mich interessieren würde, diese Klinik, die Sie da jetzt in Mallorca so aufgebaut haben, Ja. glauben Sie, das würde in Deutschland gut funktionieren? Ja, aber halt nur als Privatklinik. Ja. Das ist halt, Also das ich meine, Sie haben natürlich auch, also damit sind Sie gewisserweise ja auch auf ein Klientel eingeschränkt. Das ist einfach die Leute, deren Taschen tief genug sind, um das sich leisten zu können. Ne? Jein. Es ist so, wir behandeln immer auch einen kleinen Anteil von Patienten pro bono, die das halt brauchen, also zum Beispiel Kriegsflüchtlinge. Ja, da haben wir immer mal 1 oder 2 Patienten, die wir dann mitlaufen lassen und die zahlen nichts. Und die werden dann so querfinanziert über das andere? Die werden über das andere finanziert und wir bitten dann immer darum, dass die einverstanden sind, dass wir Behandlungen auf Video aufnehmen. Und das verwende ich dann für den Unterricht. Mega. Super. Also dann hat man zumindest einen kleinen Aspekt. Ich finde es auch immer extrem, also es ist ja immer irgendwie schade, wenn man wenn es an Kostengründen scheitert, aber es ist dann tatsächlich ja die Realität. Ja, weil ich finde ich finde die Vision eines Ortes, an dem die Leute auch ein bisschen mehr hinkommen können. Also, weil was mir tatsächlich wehtut, ist, wenn wir Leute sozusagen ablehnen müssen, weil wir aufgrund vielleicht der Stabilität oder der Krankheitsschwere irgendwie sagen können, so ein Setting reicht vielleicht dann nicht aus, weil natürlich, und ich glaube, das ist halt, was haben wir auch noch gar nicht jetzt drüber gesprochen, der Prozess ist ja nicht immer so nach oben, sondern es gibt ja auch Menschen, die vielleicht seit vielen Jahrzehnten mit starken Schutzmechanismen durch die Welt laufen, die irgendwie funktionieren, bis sie nicht mehr funktionieren. Und dann kommen sie vielleicht, aber sie kennen sozusagen nur das Leben mit der Schutzmauer. Und das Ketamin sorgt vielleicht dafür, dass die Schutzmauer erstmal sich aufweichen darf und das andere zum Vorschein kommt. Und vielleicht ist es dann auch für die Leute erstmal so, dass das Leben ganz schön anstrengend ist und dass man auf einmal viel stärker durch Sachen berührt wird oder auch. Natürlich. Es gibt hier auch eine Hypermnesie dabei. Das heißt also, manche erinnern sich plötzlich an ganz unschöne Ereignisse in ihrem Leben und damit muss man umgehen können. Und es hilft ja auch nicht bei allen. Also was ein wichtiges Thema ist, also wir schaffen es, glaube ich, so etwa 90% der Patienten tatsächlich in eine Remission oder zumindest in eine deutliche Besserung zu kriegen. Innerhalb von 2 Wochen. 90%? Ja. Das ist eine echt Quote, auf die, glaube ich, die leitliniengetreue Therapie sehr neidisch drauf. Die zweifelt es da wahrscheinlich an. Aber das ist auch, also wir machen auch nach Evaluation nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach 2 Jahren, da haben wir noch nicht so viele Daten. Die Daten, die wir haben, sprechen dafür, dass die meisten Patienten auch so bleiben oder es zumindest deutlich gebessert bleiben. Aber ich muss mich auch jetzt gar nicht auf eine bestimmte Zahl festlegen. Das Problem ist, es gibt ungefähr 10% Non-Responder, die keinen Benefit haben. Weder vom Ketamin, noch von der Magnetstimulation, noch von der Psychotherapie. Und da für diese Patienten wir dann sozusagen die letzte Hoffnung gewesen sind, können die dann suizidal werden. Weil sie sagen, auch das hat mir nicht geholfen. Und das ist schwierig, wie kann man damit umgehen? Ja, also gut, dann gibt es halt noch die Möglichkeit, dass ich sage, okay, dann probieren Sie halt nochmal EKT aus. Ja, was
im Durchschnitt schlechter wirkt als Ketamin, aber bei manchen wirkt Ketamin besser wirkt EKT besser als Ketamin. Also ich weiß, ein Patient, der hat danach tatsächlich, ging es dem deutlich besser, nachdem er dann irgendwie 10 Sitzungen EKT hatte. Oder wo ich sage, okay, oder probieren Sie nochmal Psilocybin aus. Es gibt bei manchen Patienten, hilft Psilocybin tatsächlich besser als Ketamin. Ja, bei anderen hilft Ketamin besser als Psilocybin. Ja, also es gibt auch da noch Möglichkeiten, was man machen kann. Vagusstimulation, alles Mögliche. Also für mich ist es dann immer ein Anliegen, dass die Patienten nicht total hoffnungslos da rausgehen und sagen, jetzt hilft mir gar nichts mehr, kann ich mich auch gleich umbringen. Total. Also das Spektrum ist ja eigentlich sehr groß. Sie haben jetzt super viele Sachen noch mit reingebracht, die dann auch noch mal irgendwie in Erwägung gezogen werden können. Und auch Sachen, die ja auch tatsächlich dann irgendwie zumindest im EU-Raum relativ schwierig zugänglich sind, wie MDMA, was gerade was ja in den Studien im Traumabereich extrem gute Ergebnisse zeigt. Und vielleicht gerade für die Patienten, bei denen, keine Ahnung, man kann das jetzt, wie man es erklärt, auch immer, wo man jetzt vielleicht sagt, da ist sozusagen so wenig Urvertrauen vorhanden und so wenig Basis. Also das wäre vielleicht wie die im Beispiel, wo Sie es vorhin sagten, die in der Kindheit wie im Tierbereich nicht geleckt worden sind, die das gar nicht empfangen haben, wo vielleicht eine solche Substanz erstmal eine erste Basis legen kann. Da ist man leider natürlich regulatorisch auch echt. Also in der Schweiz geht das. Ja. Also es gibt einige, also in der Schweiz geht manches in Psilocybin in Berlin, ja. Also es gibt einige Möglichkeiten, wie man das im Rahmen von Studien machen kann. Ist nicht so einfach, ja, oder ich muss sagen, okay, dann fliegen Sie jetzt nach Australien, ja, da ist es zugelassen. Aber es ist schwierig. Ja, total. Was würden Sie so sagen, vielleicht so, was würden Sie sagen, was ist so der Mechanismus an Therapie? Sie sind ja selber, machen Sie noch viel Klientenarbeit auch aktuell oder nicht? Hauptsächlich Supervision. Hauptsächlich Supervision. Aber Sie haben ja super viel gemacht in Ihrem Leben. Was würden Sie sagen, ist so der Mechanismus an Therapie, der letztendlich wirkt? Das ist jetzt eine sehr breite Frage, aber können Sie das irgendwie? Die Beziehung. Ja, also man schwingt sich halt auf den Patienten ein und wir sind ja auch bei uns im Team. Wir sind Verhaltenstherapeuten, Psychodynamiker, Systemiker, Hypnotherapeuten. Jedes Verfahren wirkt. Wenn ich schaue, was sind die Ressourcen des Patienten, was sind die Defizite des Patienten, wie kann ich darauf eingehen? Und wenn jemand darauf eingehen kann und hinreichend empathisch ist, dann hat er dabei auch Erfolg, weil es ganz viel über eine Selbstregulation geht, wenn ich dem Patienten den Raum dafür gebe. Und also ich habe da insofern viel Erfahrung mitgemacht, weil nicht alle, die bei uns arbeiten, haben jetzt wirklich jahrzehntelange Erfahrung. Und ich habe unter Supervision ganz junge Therapeutinnen, die gerade mit dem Studium fertig sind, die gerade ihre Approbation bekommen haben, und die machen eine super tolle Arbeit, weil die enorm empathisch sind, das sofort spüren, was ist das Bedürfnis des Patienten, an welcher Stelle hängt's. Und es gibt alte Hasen, die kapieren es nicht. Ja? Also von daher es ist auch gar keine jetzt besondere, sicher, es gehört eine bestimmte Ausbildung dazu, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, da musst du jetzt wirklich jahrelang alles Mögliche machen. Nee, braucht man gar nicht. Also es ist wichtig, dass man die ersten Male unter Anleitung das macht, dass man keine Angst vor veränderten Bewusstseinszuständen hat und dann geht das. Ja, finde ich sehr schön zusammengefasst. Also ich weiß nicht, ob es jetzt von Ihrer Seite irgendwie noch einen Bereich gibt, wo Sie sagen, da sind wir jetzt noch gar nicht so richtig eingestiegen. Also was vielleicht noch wichtig ist, und ich glaube, da berühren wir uns auch ein bisschen nochmal, ist Trauma. Weil wir haben ja zunehmend viele schwer traumatisierte Patienten bei uns.
Patienten, die jetzt traumatisiert worden sind durch Kriegsereignisse zum Beispiel, aber auch Patienten, habe ich auch erlebt, die im Jugoslawienkrieg traumatisiert worden sind, sich dann wieder gefangen haben und dann durch die ersten Bilder, die dann durchs Fernsehen kamen, aus der Ukraine retraumatisiert wurden und dann auf einmal symptomatisch waren. Also und dieses Thema, und es ist halt leider so, und Traumatherapie, da braucht man wirklich noch zusätzliche Techniken, da reicht es nicht unbedingt aus, empathisch zu sein. Und Ketamin kann man wunderbar kombinieren mit EMDR, ja, und aber da braucht man halt eben noch ein bisschen Ausbildung. Und leider ist eine traumatherapeutische Ausbildung weder bei den Psychiatern noch bei den psychologischen Psychotherapeuten obligatorisch in der Weiterbildung. Also das ist total richtig, was Sie gerade sagten, mit dass das uns beide irgendwie berührt, weil, also was ich total faszinierend fand, ich kam ja sozusagen aus dem nicht klassisch irgendwie therapeutischen Hintergrund irgendwie in diese Thematik und habe mich dann, weil ich auch gesagt habe, okay, wenn ich mich mit dieser Thematik beschäftige, dann werde ich in irgendeiner Form oder möchte ich in irgendeiner Form auch mit Klienten arbeiten, weil ansonsten bewege ich mich in einem Luftschloss. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache mal ein paar Coaching-Ausbildungen, gucke mir mal an, was es alles so gibt. Und was ich faszinierend fand, die zumindest finde ich, die guten Coaching-Ausbildungen, die sind EMDR inspiriert. Man könnte auch böse sagen, Copy-Paste EMDR-Prozess. Also ich habe das dann auch mal abgeglichen und gezeigt, okay, wie funktioniert der Prozess mit einem EMDR-Therapeuten, geguckt, okay, wie machst du es denn? Dann haben wir irgendwie an 2 Stellen festgestellt, okay, da würde ich die Frage ein bisschen anders stellen, aber ansonsten ist das halt und das sind ja die arbeiten interessanterweise in diesen Coaching-Kreisen auch gar nicht immer mit solchen Fällen, wie Sie die jetzt gerade beschrieben haben, so wirklich härter kriegstraumatisierten Menschen, sondern das sind halt teilweise Leute, die halbwegs funktional durchs Leben laufen und irgendwann in eine Lebenskrise kommen und dann kommt vielleicht raus, da ist aber, wenn man sich das genauer anguckt, eigentlich ist das ein Bindungstrauma über 10 Jahre gewesen, was du da erlebt hast. Okay. Und dass diese Regulationstechniken, ne, wo ich auch dabei bin, das ist wichtig, die irgendwie mehr in die Breite zu bringen. Allein schon, was weiß ich, bilaterale Stimulation oder Hypnoseaspekte. Also diese ganzen Sachen, die sind oft so wenig, also in der Coaching-Szene ist es extrem verbreitet, aber in der Therapieszene nicht so. Ja, schade. Ja. Aber vielleicht ist es auch was noch passiert. Ich meine, das ist vielleicht auch diese Schulen, diese Verhaltenstherapie- und Psychoanalyse-Schulen. Ich habe das Gefühl, beide Schulen haben so einen Aspekt von unsere Schule ist das Ding. Und man sollte von diesem Schulensystem wegkommen zur evidenzbasierten Behandlung. Finde ich so, was für ein Satz. Ja, einfach, was wirkt denn? Man guckt sich das an, welche Sachen funktionieren denn. Ist übrigens krass, habe ich mich zufällig mal tiefer mit beschäftigt, weil ich mal ein Video drüber gemacht habe, weil Sie ja sagten, Sie sind Analytiker und ich habe letztens noch ein Interview gesehen von einem der führenden Psychiatrieforscher, der sagt, Verhaltenstherapie ist unsere evidenzbasierteste Methode, die wir haben, die hat die besten Studien, die besten Werte und das ist absolut indiskutabel. Und dann, dann habe ich mal irgendwie ein bisschen da so reingeguckt und irgendwie, man sieht da sehr, sehr marginale Unterschiede erstmal, wenn man es so vergleicht. Aber es gibt so Studien, die gucken sich an, nicht welche Schule hat der Therapeut gelernt, sondern was für Techniken setzt er in seinen Sessions ein. Da gibt's dann, die werden dann kategorisiert. Es gibt die verhaltenstherapeutischen und die tiefenpsychologischen Techniken. Zum Beispiel eine tiefenpsychologische Technik ist irgendwie eine Affektbrücke in die Vergangenheit zu bauen oder so. Und dann sieht man tatsächlich, dass es irgendwie um Faktor 3 die tiefen psychologischen Techniken den verhaltenstherapeutischen Techniken überlegen waren. Wo man es eigentlich wieder in der Mainstream sogenannten evidenzbasierten Medizin eher andersrum sagen würde. Also was wirkt bei Psychotherapie, ist ganz schwierig. Also man weiß auch, psychoanalytische Verfahren ist auch die Frage, wer wendet sich welchem Verfahren zu, ja, also wer ist wofür affin, wer hält das durch, ja, und psychoanalytische Verfahren haben teilweise eine relativ
hohe Nachhaltigkeit, ist aber ein gigantischer Aufwand. Ich arbeite seit Jahren nicht mehr mit klassischer Psychoanalyse. Ja, aber zu wissen, wie sowas funktioniert, ist manchmal ganz hilfreich. Ja, und am Ende ist es irgendwie, ich glaube auch, die Leute, die vielleicht heute so dann aus den Ausbildungen rausgehen und so, die werden ja wahrscheinlich viel auch dann mit Hybrid, also mit, keine Ahnung, sowas Schematherapie, das ist ja irgendwie beides so ein bisschen so und dann verliert vielleicht auch hoffentlich bald diese Schulen ein bisschen ihre Dominanz. Wäre schön. Ja. Okay, ja, das war noch eine echt coole Ergänzung. Ansonsten, also ich fand es jetzt noch mal heute echt wichtig, dass wir noch mal so diesen Stellenwert vom Ketamin auch diskutiert haben. Dass es so, je nachdem, wie man fragt, so das allerletzte Mittel ist, wenn man in die Leitlinie guckt. Aber wenn man sich die Evidenz anguckt, sollte es, also, weil ja auch mal die Frage ist, für wen ist das was? Es ist halt auch für eine relativ breite Masse an Menschen mit Herausforderungen was und nicht für die schon alles andere durchhaben. Ne? Sicher. Okay, gibt es sonst von Ihrer Seite noch Also vielleicht eine Ergänzung noch zum Schluss. Ich meine, ich finde es ja selbst jammerschade, dass wir wirklich nur Privatpatienten behandeln können. Auf der anderen Seite, wenn ich mir mal anschaue, was kostet eine Behandlung bei uns und wie viel haben die meisten Menschen schon bezahlt für ihre Behandlung oder deren Versicherung bezahlt, und wir sind spottbillig. Im Vergleich zu den Klinikkosten, den die Leute oft dann nicht selber tragen, aber den irgendwer im Hintergrund also trägt. Also auch der AOK-Versicherte, Depressive, braucht über mehrere Jahre jedes Jahr im Durchschnitt, ich glaube, ich habe mal ausrechnen lassen, 3.000 bis 4.000 Euro an Kosten durch seine Depression. Da ist noch nicht mit eingerechnet die Ausfallzeit, die er hat. Je nach Beruf ist das ja eine ganze Menge Geld. Und bei uns kosten so 2 Wochen irgendwie zwischen 7.000 und 10.000 Euro. Und das ist etwas, was ja die meisten Patienten zahlen dafür mehr oder deren Versicherung. Ja. Und das finde ich traurig. Also wenn man das durchrechnet, wie ein neueres Therapiemodell da funktionieren würde, kommt man dahin, dass solche Konzepte mit Kurztherapien, wo die Patienten keine lange Ausfallzeit haben, wo sie keine lange Wartezeit haben, wo man intensiv konzentriert an etwas arbeitet und sie hinterher gleich wieder berufstätig sind, das würde so viel Geld einsparen, aber wir haben die Ressourcen dafür nicht. Ja, das ist halt, dann kommt man jetzt irgendwie in die Diskussion mit diesem, sozusagen mit dem Kassensystem und die Frage, was sollte man überhaupt über eine breite Versicherung abdecken? Also, ich meine, früher hatte ich immer so die aus heutiger Sicht, würde ich sagen, ein bisschen naivere Vision, dass man, wenn man jetzt sozusagen einfach, keine Ahnung, zum Beispiel die Ergebnisse mehr messen würde und daran auch bezahlen würde, dass man so Value-Based Healthcare macht und sagt, okay, wenn die Leute ein gutes Ergebnis haben, wenn man darauf mehr Wert legen würde, was ich auch immer noch so sehe, aber ich sehe das jetzt nicht mehr so als den riesen Game-Changer, weil ich mich eher frage, ist es nicht vielleicht auch so, dass man gewisse Sachen auch ausklammern müsste aus einer gesetzlichen Krankenversicherung und sagen, okay, dafür ist natürlich die Krankenversicherung nur noch die Hälfte, aber die Patienten haben dann natürlich dadurch auch mehr Budget, dann selbst sozusagen zu wählen und zu gucken, was funktioniert für mich denn jetzt wirklich. Und das ist extrem schwierig. Also was jetzt aus den Kassen so die nächsten Jahre werden wird, wir haben damals schon im Studium, irgendwie 2011, 2012, gab es schon so Dozenten, die uns gesagt haben, ja, die Kassen sind jetzt noch super gut gefüllt, aber wenn man sich die Tendenz anguckt, in den nächsten Jahrzehnten bricht das irgendwann alles zusammen. Und ich weiß nicht, wie jetzt, also jetzt
hat es ja schon auf Sparkurs alles umgeschaltet, ne? Also jetzt, es wird spannend. Also ich meine, wir könnten da wirklich noch stundenlang drüber diskutieren. Ein schönes Beispiel, Ketamin ist ja auch also sowohl Ketamin als auch transkranielle Magnetstimulation sind ja auch hervorragende Verfahren bei der Behandlung von Suchterkrankungen. Und bei Suchterkrankungen, vor einigen Jahren kam der Referatsleiter, damals noch unter der anderen Regierung des Gesundheitsministeriums, auf mich zu und er sagte, wir sind auf der Suche nach neuen Konzepten, weil wir wissen, dass die Konzepte, die wir haben, funktionieren alle nicht. Und es wird viel Geld ausgegeben für Sachen, die nachweislich kaum einen Effekt haben. Und gerade da, also Sachen wie Ketamin und Magnetstimulation wirken bei Suchterkrankungen so gut, aber es macht kaum einer. Und damit könnte man wahnsinnig viel Geld sparen, aber es ist ja in dem Bereich irgendwie mal anders zu denken. Die ganzen Therapiekonzepte sind ja über 100 Jahre alt. Ja, 12-Schritte-Programm der anonymen Alkoholiker, arbeiten fast alle Suchtkliniken danach. Ist 120 Jahre alt oder sowas, das Konzept, oder 100 Jahre alt. Und das bedeutet nicht, dass alles schlecht ist, aber es ist nicht wirklich evidenzbasiert. Ja, der Gründer, witzigerweise, der anonymen Alkoholiker, hat sich dann nachher dem LSD auch zugewandt als Therapieoption, weil er gemerkt hat, das ist das wusste ich gar nicht. Ja, das ist total crazy. Also das ist und da ist ja auch, also kann man jetzt LSD noch nicht thematisiert, wer jetzt hier neu im Thema ist, man kann da viele Parallelen ziehen zum Ketamin. Es ist halt natürlich viel länger die Dauer, aber diese Sachen, also ja, auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe mal irgendwie gehört, dass die Goldstandard-Suchtbehandlung so eine 40% Erfolgsquote hat. Und ich glaube, Ketamin, wie auch Psilocybin und dergleichen, gibt es Studien mit irgendwie 67%. Was halt für den Suchtbereich echt schon richtig gut ist. Wir haben ja viele Patienten, die gehen vorher in irgendwelche Luxus-Rehabs, sind da viele Wochen oder auch Monate drin, zahlen pro Woche 10.000 Euro und sowas und kommen raus und koksen gleich wieder. Ja? Weil das, was man mit Ketamin machen kann und auch mit RTMS, Suchtgedächtnis überschreiben. Und vielleicht kleine Fallvignette dazu. Patient, der kam zu mir, sagte, ja, also er sei so ein bisschen depressiv und würde auch ein bisschen Koks nehmen immer mal wieder. Und er möchte aber eigentlich von weg. Der hatte das war eine verkürzte Behandlung, der war ja nur ein bisschen, und der sagte mir danach, also er habe mich etwas angelogen. Er hätte jeden Monat für etwa 10.000 Euro Kokain genommen. Oh, okay, das muss man erstmal schaffen. Ja, und er hat zu Hause noch was liegen und sagte, er gehe dran vorbei, schaue es an, es mache ihn nicht mehr an. Wahnsinn. Und wenn ein Kokainabhängiger am Koks vorbeiläuft und es ihn nicht mehr anmacht, dann hat man es geschafft. Dann hat man es wirklich geschafft. Ich würde das ist jetzt sozusagen der letzte Mini-Thema, was mich noch interessieren würde, weil wir jetzt beim Thema Sucht sind und ja auch Ketamin als eine Substanz an sich ein Suchtpotenzial hat. Und das ist eine Diskussion, die ich jetzt irgendwie schon häufiger geführt habe. Was ist denn mit dem Suchtpotenzial von Ketamin? Wenn jetzt einer kommt, okay, Sie geben mir jetzt in 2 Wochen 6-mal Ketamin, gehe ich dann nicht nach Hause und laufe dann und suche mir den nächsten Dealer, um mir Ketamin zu besorgen? Also es hat vor 3 Jahren oder sowas der Robert McShane in Oxford auch eine Studie zu veröffentlicht, auf der Ketaminkonferenz in Oxford, und hat geschaut, also auf der einen Seite gibt es die rekreativen User und auf der anderen Seite die psychiatrischen User. Wer kommt denn von der einen Gruppe in die andere Gruppe rein? Fast niemand. Es sind vollkommen getrennte Säulen. Und gibt es auch in den USA Studien dazu. Natürlich gibt es Einzelfälle, aber auch da muss man sagen, wenn jemand nur ketaminabhängig ist, man lässt es weg, macht Magnetstimulation und dann ist es weg. So diese schweren Abhängigkeiten kommen dabei eigentlich nicht vor. Was eine Gefahr ist, dabei ist tatsächlich die Ketaminblase. Also wenn jemand über einen zu langen Zeitraum zu hohe Dosen Ketamin zu sich nimmt,
dann hat er eine gute Chance, eine interstitielle Zystitis zu bekommen, also eine Blasenentzündung. Und das sind ganz fiese Blasenentzündungen, die schwer behandelbar sind und die teilweise auch dazu führen, dass die Blase raus muss und er eine Neoplase bekommen muss. Also deshalb, da kann ich nur vorwarnen, also vor einer Langzeitanwendung in hohen Dosen. Aber ansonsten das, was wir machen, einmal im Jahr oder auch zweimal im Jahr, das ist vollkommen unbedenklich. Ja, finde ich gut. Und ist gut, weil wir haben jetzt auch in der langen Diskussion über Ketamin nochmal das Thema Risiken mit aufgenommen. Ist, glaube ich, auch wichtig, dass man es mal erwähnt, weil wir reden ja jetzt nicht über eine absolut risikofreie Substanz. Ich denke, das ist gut, dass wir es hier nochmal mit erwähnt haben. Ja, und man muss am Anfang natürlich auch bestimmte Patienten ausschließen. Man darf es nicht bei Psychotikern machen, ja. Der Blutdruck muss eingestellt werden, der Augeninnendruck muss stimmen, ja. Die dürfen keine Hirndrucksymptomatik haben. Also es gibt schon ein paar Sachen. Und sie dürfen nicht schwanger sein im ersten Triminon, sonst können Missbildungen entstehen. Also es gibt schon so ein paar Ausschlusskriterien, die aber relativ banal sind. Die kann man ausschließen. Und dann ist es sehr unproblematisch. Genau, ein vernünftiges Screening machen. Und, okay, mega. Also ich kann nur sagen, das war also für mich absolute Traumdiskussion heute, dass wir da so tief einsteigen konnten, dass ich da jetzt immer die Möglichkeit mit Ihnen hatte. Jetzt sozusagen, Sie haben gesagt, Ausbildung und so, das packen wir unten mal. Wenn jetzt hier auch vielleicht Ärzte, Therapeuten so zuhören, packen wir mal den Link rein. Ich glaube, das ist eine super Sache. Und ansonsten weiß ich nicht, wenn Sie noch was loswerden wollen, dann gerne. Also ich danke Ihnen für die Möglichkeit, darüber hier ein bisschen zu reden, weil es ist immer noch für viele was ziemlich Neues. Es hat sich geändert schon. Also ich erinnere mich noch, als ich vor vielleicht 10 Jahren einer deutschen Chefärztin an einer psychiatrischen Klinik sagte, dass wir mit Ketamin arbeiten, meinte sie, Sie treiben ja den Teufel mit Beelzebub aus. Und da sind wir inzwischen zum Glück ein Stück weiter. Ja, ich glaube in den meisten Fällen. Ich habe letztens noch, das war dann auch eine Interessentin, die sich dann irgendwie im Erstgespräch gemeldet hatte und die dann irgendwie sagte, ja, ich habe mich informiert, ich finde das auch gut. Dann habe ich aber mal einen bekannten Therapeuten von mir gefragt und der sagte mir, lass bloß die Finger von diesen ganzen Sachen, all diese Sachen und Drogen und so, würde ich niemals machen. Diese Sichtweise ist, glaube ich, immer noch jetzt nicht eine absolute Seltenheit, aber ich denke, wir kommen da in eine andere Richtung langsam. Cool. Vielen Dank, Herr Dr. Scheib. Ich danke auch. Super. So, Leute, vielleicht noch ein paar abschließende Worte. Erstmal, ich finde es mega, dass wir mittlerweile mit dem Podcast auch so wachsen, dass ich auch so jemanden wie den Dr. Scheib einladen kann, der mich nicht kennt und trotzdem irgendwie in diesen Podcast kommt. Und vielleicht ein paar Updates noch. Wir haben jetzt die Podcast-Frequenz ein bisschen reduziert. Also jetzt gerade kommen nur noch alle 2 Wochen Videos. Ich denke, ich werde das bald auch wieder auf wöchentlich erhöhen können. Aber wir sind gerade relativ gut bebucht. Also wir sammeln gerade auch richtig viel Erfahrung noch mit Ketamintherapie. Daraus resultierend dürfen wir dann wieder lernen, was man noch alles anpassen kann. Und es ist auch echt sehr intensiv so, diese ganzen Prozesse der Klienten zu sehen, zu begleiten. Es ist mega schön auch. Es wird noch ein paar interessante Videos in nächster Zeit geben. Es kommt noch das von der Messe, wo ich auch einen Vortrag über Ketamin gehalten habe. Das wird in den nächsten Wochen rauskommen. Und noch so ein bisschen, was sonst so auf der Messe passiert ist. Also das ist die TRIP, eine der größten neuen Messen zum Thema Psychedelika in Deutschland. In Berlin war die. Also da wird noch einiges auf euch zukommen. Ansonsten, also wenn du jetzt das Gefühl hast, du würdest uns gerne mal kennenlernen, vielleicht mit uns arbeiten, hast ja mitbekommen, du kannst dich immer melden für ein Erstgespräch und dann können wir mal miteinander in Kontakt kommen. Mich würde auch weiterhin immer interessieren, ihr schreibt ja immer schon fleißig Kommentare unter die Videos. Ich lese mir das auch alles durch. Ja, was so vielleicht Erfahrungen sind mit Ketamin, aber auch mit den anderen Sachen, über die wir so sprechen. Das war ja wirklich ein krass breites Themenfeld wieder. Also lass uns das in den Kommentaren diskutieren. Sag mir auch gerne, was du anders siehst. Und ansonsten sehen wir uns hier natürlich in der nächsten Folge wieder. Und ich sag mal bis dann.